Ah, ja, wunderbar. Nice. Okay, hi zusammen. Ich habe schon mal gestartet, aber nicht wundern, wir warten trotzdem bis um 7, bis richtig losgeht. Okay, hi zusammen. Ich habe schon mal gestartet, aber nicht wundern, wir warten trotzdem bis um 7, bis richtig losgeht. Vor allem, weil ich überall noch Ton hinten dran habe. Jetzt. Nee, der Livestream ist jetzt für alle aktuell. Bei Patreon, ja, muss halt. Du kannst es mit deinem YouTube-Account verknüpfen, aber normalerweise poste ich da den Link dann direkt. Nein, ich habe keinen Designer. Wir werden aber kein League spielen, wir werden TFT spielen, weil ich will auf eure Fragen eingehen. Und ich kann nicht auf eure Fragen eingehen, während ich League spiele. Das funktioniert nicht. Wegen dem Windows-Update. Das Windows-Update ist oftmals nur für ein paar verfügbar, oder generell Updates sind erstmal nur für ein paar verfügbar und dann wird es irgendwann später für alle quasi veröffentlicht. Ja, ich weiß, TFT ist kein LOL, aber es tut mir sehr leid. Ich kann während LOL keine Fragen beantworten und darum soll es heute hauptsächlich gehen, nicht ums Gaming, das ist quasi so nebenher. Vor allem muss ich noch meinen Bildschirm umstellen. Erstmal einen Dale machen. So. Damit ich euch auch vernünftig sehe. So. Was habe ich für einen PC? Mein PC ist relativ basic. Ein Xeon 1230 V3, das ist der Prozessor. Ich habe 12 GB RAM. Ich habe normalerweise Linux, wobei das hier Windows ist. Und Windows benutze ich jetzt zum Zocken. Ja, genau. Weil, ja, unter Linux, es funktioniert zwar gut mit dem Zocken, aber eben nicht jedes Game und auch nicht in der vollen Auflösung und keine Ahnung, volle Qualität und so weiter und so fort. Deswegen, ja. Grafikkarte ist eine Nvidia 1080 GTX. Also nicht die Titan oder TI oder sonst irgendwas. Ich lese nebenher einfach den Chat die ganze Zeit mit. Wir fangen um 7 dann richtig an. Also vorher gebe ich auch noch keine Infos irgendwie zum MOFCON oder sowas. Sondern erst um 7. Und die Musik ist zu laut. Ist die bei euch auch so laut? Oder ich muss einfach mein Headset leiser drehen. So ist okay. Gib mir mal kurz Feedback, ob Musik und Stimme einigermaßen passt. Wie man Mod werden kann. Wo willst du Mod werden? Im Discord oder hier auf YouTube? Linux, ich benutze normalerweise Arch Linux. Ja, Proton hat alle Steam-Spiele, aber LOL ist kein Steam-Spiel. Wenn du keine Motivation zum Programmieren hast, dann brauchst du wahrscheinlich ein Projekt, das für dich auch irgendwie ansprechend ist. Das heißt, du kannst irgendwie was anfangen wie, keine Ahnung, Text-Adventure oder sowas. Und ja, dann, keine Ahnung, vielleicht das immer mal wieder mehr erweitern und dann, also ich empfehle eigentlich den meisten Leuten echt ein Text-Adventure. Weil damit kannst du irgendwie am allerbesten das alles lernen. Also damit kannst du halt. Das Ding ist, bei einem richtigen Projekt, also bei einem großen Projekt, wenn du damit anfangen möchtest, irgendwie zu coden, dann hast du halt das Problem, dass du erstmal völlig überwältigt bist. Wo sollst du anfangen? Was willst du machen? Keine Ahnung. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen fange ich eigentlich immer ganz gerne, oder empfehle ich den Leuten immer ganz gerne, sehr, sehr klein anzufangen. Also quasi wirklich einfach nur mit EFAB-Fragen so einen kleinen Dialog. Dann kann man das erweitern und kann zum Beispiel Items einfügen, die man aufsammeln kann. Dann kann man da irgendwas craften, dann kann man vielleicht laufen und plötzlich hat man Klassen drin und man hat Funktionen drin und plötzlich ist das ganze Ding ein Riesenprojekt geworden. Und man kann es super verwalten, man kann es halt, ja, super verbessern und alles, deswegen. Ja, das erste Mal, dass du siehst, wie ich Windows benutze. Normalerweise benutze ich Windows auch nicht. Ich hatte gestern das Update, was irgendwie schon 2 Monate draußen ist, weil ich Windows seither nicht mehr hochgefahren habe. Normalerweise, wie gesagt, ich habe jetzt seit einer Ewigkeit nicht gezockt. Aber hey, wir gucken mal. Also ich habe TFT schon seit seit wann habe ich das nicht mehr gezockt? Ich glaube jetzt 1,5 Monate oder sowas. Ziemlich witzig. Welche Kryptowährung habe ich? Ich habe Dash, ich habe Jota, ich habe, was habe ich noch? Ether habe ich ein paar.
Ja, das heißt ein paar, ich habe 0, ein paar. ähm, ja, das ist erstmal, glaube ich, so das Wichtigste. Genau, stellt einfach eure Fragen in den Chat. Wenn ich was nicht beantworte, dann einfach bitte nochmal posten, weil dann habe ich es irgendwie überlesen. Mal live erwischt, ja, ist relativ schwierig, mich live zu erwischen, weil ich seit einer Ewigkeit nicht mehr live war. Ah, genau, das kann ich euch auch noch erzählen. Der Grund, warum ich so ewig nicht live war, das ist eigentlich ein ziemlich witziger. Und zwar, ich habe ja erstmal meine Studienwohnung in Karlsruhe aufgegeben, dann bin ich wieder bei meinen Eltern eingezogen, die hatten eine scheiß 6K-Leitung und ja, dann hatte ich offensichtlich nicht die Geschwindigkeit, also 6K Download-Speed, ne? Und dann hatte ich einfach überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu streamen, weil, ja, ich brauche 6K Upload mindestens, damit ihr vernünftigen Stream habt. Und jetzt habe ich wieder eine Internetleitung. Ich habe mir richtig gegönnt. Ich habe eine 400 Mbit-Leitung. Es ist einfach Beste. Das heißt, ich kann einen Kurs hochladen, den ich fertig gemacht habe. Innerhalb von 20, 30 Minuten. Ja, okay, vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht eine Stunde oder 2 ist der hochgeladen. Das ist super geil. Spiel mal GTA. GTA habe ich ungefähr 2-mal in meinem Leben gespielt, das 5er. Davor habe ich San Andreas gespielt und davor Vice City, die waren geil. 5 finde ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich habe halt den Multiplayer gespielt und das war irgendwie so schwierig, weil du da so ewig in der Queue steckst, immer wenn du laden musst und sowas. Das war irgendwie noch zu Anfangszeiten, das war nicht so geil. Wie lange habe ich vor zu streamen? Das schauen wir mal. So gegen 10 werde ich normalerweise immer müde. Vielleicht schaffe ich es bis 10:30, aber wahrscheinlich machen wir so gegen 10, 10:30 spätestens Schluss. Genau, deswegen das ist der Grund, warum ich so ewig nicht live war, richtig. Mit wie vielen Jahren sollte man in Kryptowährungen investieren? Ach du Scheiße. Du darfst offiziell, glaube ich, erst, wenn du 18 bist. Aber du kannst deine Eltern fragen, ob sie dir helfen wollen oder sowas. Kannst du eine Runde League of Legends mitspielen? Nein, kannst du nicht, weil ich kein LoL spielen werde, weil ich einfach LoL nicht spielen kann, während ich auf Kommentare oder sowas eingehe. Sonst habe ich ein Problem, weil ich einfach nur... Naja, ich bin nicht Multitasking, das ist so ein Riesenproblem bei mir. Aber ja. Du darfst, Stream geht nicht wegen der Rundfunklizenz, das ist korrekt. Solange hier keine 500 Zuschauer reinkommen, bin ich fein. Aber wenn hier mehr als 500 Leute zugucken, dann muss ich das Ganze wahrscheinlich irgendwie beenden oder sowas. Aber ich nehme nicht an, dass 500 Leute zugucken werden. Also zumindest nicht gleichzeitig. Das heißt, ich habe quasi für mich so die Möglichkeit zu sagen, hey, sobald 500 Leute zugucken, bricht das Ganze einfach ab. Und dann kann mir GEMA bzw. GEZ eigentlich rein gar nichts, weil ich einfach nichts, weil ich nicht über 500 kommen kann, weil ich selber darauf achte. Ich habe ja selber die Kontrolle darüber. Lifehack. Du machst eine Ausbildung zum Physik. Was ich studiere gar nicht mehr. Ich habe studiert Allgemeine Informatik. Im Master war es dann Schwerpunkt Security und Machine Learning. Die Beta von Tails, ob die sich mit Elektrum verbinden kann, warum soll sie das nicht können? Oh Gott, ich bin so langsam im Lesen, sorry. Das ist meine Lieblingsprogrammiersprache. Oder die ich am meisten benutze, das ist Python, definitiv. Python ist... also nicht meine Lieblingssprache zwingend. Ich mag Python, ich finde aber auch, es hat ein paar nicht so geile Seiten. Aber ja, Python ist so der Allrounder für mich, weil ich halt relativ viele kleine Skripte schreibe. Was ist der Grund, warum ich Dash halte? Das wird in dem Video zu Dash genauer erklärt. Weil ich einfach Dash wirklich cool finde. So, ja genau, wir haben 7. Wir können anfangen mit der MorphCon. Leute, sorry, ich komme nicht nach im Chat. Ich mache mal ganz kurz hier die Infos zum MorphCon. Und zwar habt ihr vielleicht mitgekriegt, die sich angemeldet haben, es ist nicht nur ein Hackathon, es ist auch eine LAN-Party. Das heißt, die quasi keinen Bock auf Coding oder sowas haben und einfach nur coole Leute kennenlernen wollen, die können dann einfach sagen, hey, ich komme trotzdem vorbei und ich zock dann einfach mit den Leuten, die quasi vor Ort sind, und dann kann man da alles quasi machen, was man möchte. Also man kann coden, man kann an Projekten teilnehmen, man kann aber auch gleichzeitig sagen, hey, ich möchte nur zocken, ich möchte einfach nur die Leute kennenlernen. Und das ist ziemlich cool, glaube ich. Da kann man dann, kann man auf jeden Fall viel Spaß haben, also zumindest hoffe ich das. Und wenn es gut läuft, dann mache ich das auch definitiv öfters. Ansonsten, wie ist es mit Übernachten, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen. Übernachten, oder zumindest nicht im Chat, aber das kam privat ein bisschen an mich. Übernachten könnt ihr jein, man sollte allerdings durchmachen, also schlafen ist nicht so richtig, beziehungsweise man sollte auf der Tastatur quasi schlafen. Was ich nicht machen werde, weil ich bin tot, wenn ich eine Nacht durchmache, das heißt, Morphlan-Party, ja, das ist quasi eine Morphlan-Party. Genau, ich kann nicht wirklich durchmachen, weil ich einfach
absolut nicht in der Lage dazu bin. So, ich starte mal hier nebendran das Game ein bisschen. Ja, weil, keine Ahnung, das schafft einfach mein Körper nicht. Ich bin vom Modell her Lerche, das heißt, ich stehe früh auf, ich arbeite nicht allzu tief in die Nacht und dann gehe ich normalerweise sogar schlafen und mache nicht durch. Also ich bin nicht so bis 3 Uhr nachts oder so. Das ist ein bisschen schwierig. So, genau, das waren erstmal alle Fragen, die ich so von der, oder zur MorphCon hatte. Aber wie gesagt, also, oder die an mich getragen wurden. Aber wie gesagt, ihr könnt da jederzeit einfach Fragen jetzt stellen. Ich versuche da mitzulesen. Und ja, ich habe gerade eben noch eine Frage gesehen zu, genau, richtig, minderjährig. Minderjährig funktioniert, wenn ihr quasi eine Bevollmächtigung für entweder mich oder einen der anderen Veranstalter schreibt. Das heißt, ihr könnt quasi hinkommen, müsst aber bestätigen, dass wir eure Vertrauensperson sind. Das heißt, dass wir auf euch aufpassen können. Dann geht das. Dann könnt ihr auch da bleiben, und zwar die ganze Nacht. Allerdings dürft ihr dann nicht gehen, weil wir müssten euch begleiten, wenn ihr irgendwo hin wollt. Das heißt, das funktioniert nicht. Und wo ist denn jetzt Leak hin? Da ist es. Okay. Und ihr könnt aber trotzdem auch ohne diese Bevollmächtigung, falls eure Eltern irgendwie keinen Bock haben, einem random YouTuber zu vertrauen, könnt ihr trotzdem kommen und sagen, hey, oh Gott, habe ich das ewig nicht gestartet. Ich bleibe halt dann nur also wenn ihr keine Bevollmächtigung habt und unter 18 seid, dann könnt ihr trotzdem kommen. Allerdings braucht ihr dann irgendeinen Platz zum Schlafen und da müsst ihr dann um spätestens 10 Uhr sein. Das heißt, ihr könnt nicht ewig bleiben. Das ist das Problem daran. Aber ansonsten, wie gesagt, ihr könnt gerne kommen. Also ich unterschreibe auch gerne so eine Bevollmächtigung. Ui. Ach du Scheiße, warum macht das 4K? Ach nee. Leute, sorry, das wird gleich gefixt. Aber LOL versucht sich gerade in 4K zu starten, was irgendwie nicht so geil funktioniert. So, bis wann ist die Anmeldung? Die Anmeldung ist, glaube ich, bis zum Ende. Ach du Scheiße. Ja, na, Leak. Haben wir drauf. Haben wir drauf heute. Patchen, das kann Riot. Was geht? Ja, nicht viel, ne? Hier ein bisschen chillen und so. So, ihr seht jetzt wahrscheinlich den oberen Teil von meinem Screen und nicht mehr. Da ist er. Ich bin mal gespannt, was ihr jetzt seht. Wahrscheinlich das obere linke Paket. So, ist die MorphCon es wert, von München nach Berlin zu fahren? Das musst du wissen. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Und sorry wegen der Auflösung, ich stelle es gleich um. 4K ist geil, aber 4K übertragen ist schwierig. Ja. Ja, also du kannst schon von München herfahren. Ich komme auch von der Gegend von Freiburg. Das ist halt... Geht nicht anders, ne? Aber ich bin Veranstalter, deswegen für mich lohnt es sich. So, gibt es noch mal ein Event, was näher an Karlsruhe ist? Ja, auf jeden Fall. Also wenn es einigermaßen funktioniert, dann will ich das häufiger machen, weil ich will euch auch ein bisschen näher kennenlernen und vielleicht auch öfters mal solche Events machen, weil ich finde, da kommt dann natürlich auch vieles mit. Also ich meine, wenn man auf so einer MorphCon ist, ja, oder generell auf so einer Conference, dann ist man halt einfach näher am Geschehen dran. Dann kann man quasi nicht sagen, hey, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu coden, sondern dann sind die Leute da, die einen motivieren und das ist halt geil. Genau. Gibt es noch andere Lernmethoden außer Videos bzw. Lesen? Ja, schreiben. Selber Code schreiben. Das ist die allerbeste Lernmethode. Solltest du definitiv tun. Was macht man dort bei der Conference? Naja, also du kannst entweder zocken mit den anderen Leuten, weil es auch gleichzeitig eine LAN-Party ist. Wir haben 300 Mbit Internet auch, soweit ich das weiß. Oder du kannst coden, beziehungsweise in Projekte reingehen und dort einfach mal mit anderen Leuten was zusammen entwickeln. Also, ich meine, normalerweise hat man ja sowieso so LAN-Games oder so, die sind dann irgendwie so beschränkt auf, keine Ahnung, 8 Leute zum Beispiel. Und ja, das heißt, man kann nicht irgendwie alle in ein Game reinpacken, sondern man muss dann irgendwie schauen, manche zocken das, manche zocken das. Und ja, währenddessen kannst du dich auch entscheiden, ob du jetzt Bock hast, irgendwie was zu coden, vielleicht mit anderen Leuten zusammen. Ist das wie ein Wettbewerb? Nein, das ist kein Wettbewerb, das ist quasi Koop, wenn du möchtest. Ihr arbeitet zusammen. So, warum wir immer noch diese furchtbare Auflösung haben? Weil irgendjemand in diesem Game gerade immer noch lädt. Das dauert. Okay, kannst ja mal so eine Messe in der Nähe von München machen. In Bayern gibt es jetzt nicht so viele Events, wo ich hingehen würde. Ja, kann ich gerne machen. Also, ich werde mal schauen, wo das nächste Event ist. Das erste Event, also die MorphCon, die wir jetzt dann im Ende September haben, das ist dann jetzt quasi deswegen, weil die Leute gesagt haben, hey, wir haben, also die Leute, mit denen ich das quasi zusammen mache, wir haben im Endeffekt vor, jetzt muss ich picken, wir haben vor, dass wir das Ganze quasi zusammen organisieren und deswegen musste man das irgendwie jetzt
eben so einstellen quasi. So, jetzt muss ich ganz kurz die Auflösung ändern. Gebt mir ganz kurz. Und dann haben wir das auch wieder. So, wunderbar. Ich habe Braun. Warum auch immer ich Braun habe. So, was halte ich von Minecraft? Minecraft ist cool, aber ich bin nie reingekommen. Also irgendwie war nicht so ganz meins bisher. Was halte ich vom ISO-OSI-Modell auf meinem Channel? Es gibt schon. Also genau, Netzwerk. Ach richtig, muss man die Dinger einsammeln jetzt oder was? Ich habe ewig nicht gezockt, gell? Sorry, wenn ich richtig am Rumfeeden bin. Okay. Ach du Scheiße. Ah, okay, jetzt geht's. So, was machen wir denn? Wir bauen den da. Okay, welchen Editor empfehle ich für Anfänger? Das kommt darauf an, was du coden möchtest. Also für Python empfehle ich immer PyCharm. Für Java, weiß nicht, IntelliJ ist meistens ganz geil. Oder Eclipse. Für Web Visual Studio Code, oder wenn du Geld hast, beziehungsweise Student oder Schüler bist, kannst du auch PHP Storm oder sowas nehmen. Das ist eine ziemlich gute IDE. Also ich würde wirklich eine IDE benutzen. Ja. Mache ich jetzt, wo ich meine Masterarbeit habe, weiterhin Videos. Ich habe meine Masterarbeit seit letztem September. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Das heißt, ja, ich mache weiter Videos. Oh, einsammeln. Ja, ich mache weiter Videos. Ich mache das Ganze jetzt Fulltime sozusagen. Das ist das, was ich... Oh, was ist das denn? Ah, richtig, TF ist ja rausgekommen. Und Camille? Hextech, was ist Hextech? Ach du Scheiße, ich habe viel zu lange nicht gezockt. Was ist denn hier los? Blademaster ist geil. Okay. Genau, ich soll Werbung für Kryptik machen. Ja, richtig, genau. Kommt alle ins Community-Projekt. Und macht da mit. Discord-Link, schickt gleich jemand hier rein in den Chat. Ich hoffe drauf. Was ist das für ein LoL-Modus? Das ist Teamfight Tactics, TFT. Ah, das ist kein LoL in dem Sinne, sondern eher so ein Auto-Chess in LoL. Genau. Ja, Notepad++ reicht zum Entwickeln eigentlich auch. Stimmt, NetBeans habe ich auch vergessen. So, ich glaube, ich habe gerade richtig abgelust, was die Items angeht, ne? Da sollte man eigentlich viel besser sein. Okay. Ach, das reicht noch nicht, ne? So. Okay. Wohne ich noch in Karlsruhe oder war ich da nur zum Studieren? Ich war da tatsächlich nur zum Studieren. Ich habe überlegt, ob ich dort bleibe. Aber jetzt ganz kurz quasi zu meiner Story. Yay, Storytime. Haha. Ich habe in Karlsruhe studiert, habe dann meinen Master quasi fertig gehabt. Bin dann ins Ausland gegangen, habe da meine Wohnung gekündigt in Karlsruhe. Bin dann mit meinen Sachen zu einem Kumpel in den Keller gezogen und mit meinem Leben offiziell zu meinen Eltern. Bin dann ins Ausland gegangen, also nach Australien erstmal ein paar Monate. Habe von dort aus quasi YouTube weitergemacht. Ja, ich habe alles mitgenommen. Und dann bin ich wieder zu meinen Eltern gezogen, habe eine Wohnung gesucht und die ist jetzt in der Nähe von Freiburg. Ziemlich cool. Macht mir meine jetzige Zeit mehr Spaß als meine Studienzeit? Ja, definitiv. Also Studium ist geil. Studium ist auch wirklich... Oh. Studium ist ziemlich cool. Also ist schon eine schöne Zeit. Aber das Ding ist, man ist halt... Ich weiß nicht, ich vertrage Prüfungsstress nicht so richtig. Und... nicht so geil. Deswegen... Ist schon geiler jetzt so. Ich kann mir halt quasi einteilen, was ich machen möchte, wann ich es machen möchte. Also ja, definitiv. JetBrains IDE bekommt man als Student kostenlos hinterhergeschmissen. Ja, das ist korrekt. Das war das, was ich gemeint habe. Also als Schüler und als Student kann man das definitiv machen. So, wir haben hier noch einen Ninja Blademaster, ne? Noch einen Noble Blademaster. Ich möchte eigentlich Blademaster haben. Die waren früher richtig stark. Ich glaube, mittlerweile macht man es nicht mehr, aber ich bin oldschool, ja? Ich habe gezockt, bevor es Rank gab. Und seither nicht mehr. Ich habe noch nicht einmal einen Rank gespielt, weil ich echt davor aufgehört habe. Und seither habe ich kein TFT mehr gespielt. Was macht das? Zekes, Blutdurste auf Braum ist, glaube ich, nicht so geil, ne? Okay. Was habe ich nochmal studiert? Allgemeine Informatik. Was halte ich von Anonymous? Oder Anonymous, wie es manche auch nennen. Ja, schwierig, ne? Ich meine, man sollte immer schauen, dass man im legalen Rahmen bleibt, aber... Tja, das Ding ist, irgendwer muss es machen. Speicherplatz wird knapp. Ich glaube, du spinnst. Ja. Ich hasse euch. Wer auch immer Windows geschrieben hat, tu es nicht. Okay. Ist beruflich Coden anstrengend? Sekunde, ich muss hier erstmal Braum kaufen.
Und was mache ich dann? Den in die Ecke stellen. So. Okay, ist beruflich Coden anstrengend? Ich code ja nicht wirklich beruflich. Ich code, während ich aufnehme. Das ist schon anstrengend, aber ich habe es mir irgendwie angewöhnt. Also das heißt, ich kann quasi gar nicht mehr anders. Also ich habe gemerkt, wenn ich irgendwie ein privates Projekt code, ohne aufzunehmen oder irgendwas vorcode oder sowas, dann laber ich da auch nebenher. Das heißt, das ist irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach, wenn du nur am Coden bist, anders ist. Logischerweise, weil dann sitzt du irgendwie im Betrieb und dann machst du das nicht die ganze Zeit. Aber hey. Okay. Erstelle ich auch Videos für JavaScript für Fortgeschrittene oder muss man sich das auf anderem Weg ereignen? Ich habe relativ fortgeschrittene JavaScript-Videos, also die Sprache an sich ist schon relativ fortgeschritten. Was ich noch nicht ausreichend habe, zumindest für meinen Geschmack, ist Bibliotheken in JavaScript. Da gibt es einfach so unfassbar viele. Das heißt, was ich habe, ist Angular und TypeScript. TypeScript ist wirklich verdammt mächtig, das kann ich echt nur empfehlen. Und das ist so das Ding, was ich bisher gemacht habe, aber es geht natürlich noch weiter. Also du kannst da, keine Ahnung, es gibt für JavaScript noch mehr Bibliotheken als für Python. Das ist halt unfassbar krass. Das ist, ja. Kann ich dir eigentlich nur empfehlen, dich da selber ein bisschen einzulesen. So, wer von euch ist denn jetzt ein Blade Master? Keiner mehr, ne? Shit. Okay. Ja, also selber einlesen, weil ich einfach nicht hinterherkomme. Ich mache ja jeden Tag ein Video, weil ich auch noch anderweitig Videos quasi produziere. Und also nicht nur für YouTube. Und dann zu sagen, hey, ich mache jede JavaScript-Bibliothek, jede Python-Bibliothek ist schwierig. Am besten das wirklich raussuchen, was dich interessiert. Okay. So, tschüss. Und dich brauche ich. So, was macht das? Ich will eigentlich noch gar nicht gewinnen, oder? Okay. Was halte ich von BK Hacks? Das musst du mir genauer sagen. Ich habe keine Ahnung, was BK Hacks ist. Was will ich arbeiten? Ich will das hier Vollzeit machen. Also quasi Dozent sein. Mache ich wirklich Vollzeit. Nicht nur für YouTube, sondern halt auch für Universitäten. Also ich bin zum Beispiel Dozent an einer Universität in Barcelona oder an einer Fachhochschule. Ich gebe Kurse für Universitäten bzw. Fachhochschulen, die dann irgendwie irgendwo veröffentlicht werden. Und ja, das mache ich eigentlich Vollzeit jetzt tatsächlich. Und dann mache ich auch noch so ein bisschen Betreuung von Leuten, die mich irgendwas fragen. Das ist ja auch was quasi im Endeffekt IT-Consulting, ja. Das ist so das, was ich nebenher auch noch mache, aber hauptsächlich mache ich eigentlich Dozent. Okay, ja, danke dir für das Kompliment. Mich hat hier gerade jemand im Chat komplimentiert. Wie habe ich mir das Wissen eingeeignet? Studium war ein großer Part davon. Ah, nee, halt, Fiora ist Mist, oder? Lohnt sich? Oh, halt, stopp. Ich will den da. Wie habe ich mir das Wissen angeeignet? War eigentlich wirklich hauptsächlich Studium. Aber auch viel natürlich irgendwie Recherche, selber irgendwas machen oder sowas. Da, ja. Es ist schon sehr viel, was ich mir quasi selber angeeignet habe, was nicht aus dem Studium kommt. Weil im Studium machst du eigentlich relativ wenig Programmierung in dem Sinne. Aber du musst es trotzdem irgendwie können. Okay, BKX ist scheinbar ein YouTube-Kanal. Ja, sagt mir leider nicht viel. Das ist, ich gucke eigentlich meistens Unterhaltungskontent auf YouTube. Oder dann irgendwelches Zeugs, in dem ich mich wirklich gar nicht auskenne. Sowas wie, TED-Talks sind zum Beispiel richtig cool. Hextech, was ist Hextech? Hextech. Sorry, ich lese gleich wieder weiter. Und ich komme gerade nicht mehr nach. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich eure Fragen nochmal posten müssen. Ich habe noch 70 Leben, das ist okay. So, kann man bei den Nachhilfen nehmen? Ja, kannst du. Allerdings muss ich quasi den Lohn eines IT-Consultants verlangen, weil ich sonst einfach viel zu viel Arbeit hätte und ich glaube, das ist ziemlich teuer. Was musst du mitbringen für die Convention? Ein Laptop wäre nicht schlecht. Oder irgendein anderes Gerät, auf dem du entweder coden kannst oder zocken kannst. Ja, kann ich empfehlen. So, kannst du mal einen Passwort-Tracker, ich meine natürlich Passwortwiederhersteller, Hust auf Visual Studio mit C# machen. C# eignet sich ziemlich schlecht dafür. Oh, was einsammeln. C# eignet sich nicht unbedingt so geil für Passwort-Tracking oder generell Hacking. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. Aber ja, ich kann es mir mal aufschreiben, I guess. Wobei, eigentlich ist es dieselbe Sache wie das, was ich in Python gemacht habe. Da ist es auch im Endeffekt derselbe Vorgang. Das kannst du quasi 1:1 auf C# übertragen.
Ähm, welchen Editor empfehle ich auf Linux? Genau dieselben wie auf Windows. Atom ist super. Und für C++ kannst du C-Line nehmen. Wann habe ich mit Coden angefangen? Das ist schwierig zu sagen. Ich habe angefangen, als ich 14 war oder sowas. Da habe ich mich so ein bisschen in AutoID reingefuchst. Dann habe ich irgendwann mit Web angefangen, JavaScript ein bisschen gemacht. Aber nie richtig. Also ich habe nie objektorientiert programmiert und dann kam irgendwann Studium. Und dann habe ich angefangen, vernünftig zu programmieren. So, jetzt sollten wir langsam darauf achten, dass wir nicht sterben. Blutdüster auf Braun? Was meint ihr? Blutdüster auf Braun. Warum nicht? Okay, und dann müssen wir warten, bis wir verloren haben. So. Stopp. Okay, sorry, das kann ich nicht mehr lesen. Lohnt es sich nach dem Bachelor einen Master draufzusetzen? Ja, definitiv. Manche sagen sogar, man sollte... Oh, whoops. Man sollte irgendwie ein... Scheiße, ich spiele richtig schlecht, es tut mir leid. Man sollte eigentlich einen Doktor draufsetzen, aber nicht unbedingt als Informatiker, weil, ja, das lohnt sich nicht unbedingt. Aber Master kann ich definitiv empfehlen. Wobei du natürlich auch mit dem Bachelor schon irgendwie einen Job kriegst und auch als Ausbildung kriegst du wunderbar einen Job. Also Master ist jetzt nicht nötig, dass du was findest, aber man kann es auf jeden Fall tun. So, ich brauche noch einen Blade Master. Warum brauche ich noch einen Blade Master? Doch 3, oder nicht? Einer? Ah, du bist Ganzlinger, ne? Und du bist Mist. Okay, ich muss definitiv ein bisschen mehr aufs Zocken achten. So. Machst du bald wieder Videos zu Hacking-Tools und Python schreiben? Fandest das richtig cool. Ja, kann ich machen. Wobei, da kannst du dir auch mal die CTF-Reihe angucken. Warte, ich hab Pirates? Ah, nee, das ist dem seine Kiste. Ach, du Scheiße. Okay, was habe ich nicht mit angewandter Informatik versucht? Ich habe, naja gut, angewandte Informatik ist halt Informatik mit ein bisschen mehr Anwendung, I guess. Keine Ahnung. Der kommt mit einem Tower-PC zum Aufcon. Ja, ich hoffe mal nicht allzu viele Leute, weil Towers wirklich riesig sind. Aber klar, die Leute, die ein Auto haben, do it. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Shit, hat das doch gereicht? Nein, das hat nicht gereicht, natürlich. Kommt mal eine React.js-Videoreihe? Ja, definitiv, habe ich vor, weil React ist ziemlich cool und ich hätte Bock drauf. Gibt es jemanden in der Nähe, der zum MorphCon fährt und mich mitnehmen könnte? Von Haha. Ja. Genau, schaut, dass ihr Fahrgelegenheiten bekommt. Das ist natürlich die beste Option hier generell, ne? Kann ich mich für das Thema auch noch ummelden oder ist der Wechsel von IoT zu KI möglich? Ja, das geht schon. Du brauchst da nicht irgendwie von vornherein sagen, hey, ich will jetzt nur das oder nur, keine Ahnung, was anderes machen. Du kannst im Endeffekt machen, was du möchtest. Was ist das? Die haben Jinx reingepackt. Okay, das ist cool. Was ist Jinx? Ich habe keine Ahnung, was Jinx ist. Aber ich will Jinx haben. Wahrscheinlich ist sie Hextech oder sowas. Irgendwas, was ich gar nicht baue. Vielleicht Ganzlinger. Ganzlinger wäre cool. Sekunde, ich muss kurz rausfinden, wo ich im Chat war. Zu welchen Anteilen halte ich meine Investments? Ich habe am meisten Ether, dann Dash, dann Jota. Nee, mehr Jota als Dash. Was halte ich von Wirtschaftsinformatik? Weil die reine Info zu schwer ist. Wirtschaftsinformatik ist nicht unbedingt leichter. So, Ganzlinger, Hextech Ganzlinger. Sekunde, wie viel Hextech brauche ich? 2? Das ist nice. Dann haben wir noch mehr Ganzlinger. Jetzt haben wir 3 Ganzlinger. So, lasst mich überlegen. Jetzt muss ich ganz kurz ein bisschen nachdenken, ja. Sowas kann vorkommen. Warum habe ich Ari? Wann habe ich Ari gekauft? Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier Kamel macht und was Jinx macht. Ah, sie wird excited. Okay, das ist natürlich jetzt ungünstig, dass sie tot ist. So, jetzt muss ich Items verteilen. Okay, ich lese gleich wieder weiter. Ansonsten... Was macht Vega da? Ich habe Vega nicht gekauft. Weg mit dir und euch will ich auch nicht. Piraten sind doof. Sorry für die Piraten, die ich gerade beleidigt habe. Und Varus habe ich auch nicht gekauft. Kann ich mich nicht dran erinnern. Irgendwas haben sie hier verändert und ich komme noch nicht ganz klar. Ich habe ewig kein TFT gespielt. Es tut mir sehr leid.
fürs Reinfeeden. So, das ist sicher geil. Und Leben auf Brom ist auch nicht schlecht. So. Morellos. Macht auf Brom natürlich keinen Sinn, aber Verdammt. Okay, das hätte ich brauchen können. Was macht Textech? Aha, eine Pulsbombe, die gegnerische Items deaktiviert. Okay. Ja, der hat halt 2 Items, das ist ja übel geil. Krass. Okay, cool. So, Leute, du dachtest, ich bin Dozent. Ja, bin ich auch. Wer sagt, dass ich nicht nebenher auch mal zocken kann? Ich meine, ich darf auch ein Leben haben, oder? So. Was war das für eine Ash-Ult? Das ist ja... Boah. Ach du Scheiße. Okay, krass. Okay. Würdest du sagen, man hat schlechtere Chancen, was Jobs und Karriere angeht, wenn man an einer FH statt einer Uni studiert? Nein, es gibt so viele offene Informatikerstellen wie noch nie in Deutschland aktuell. Also dieses Jahr 2019, soweit ich weiß, oder wie zuletzt sehr, sehr lange her. Das heißt, nein, ich glaube nicht, dass du da schlechtere Chancen hast. Generell wird einfach jeder, der Informatik irgendwie kann, wird genommen, weil es einfach so wichtig ist. So, ich sollte anfangen mit Rerollen, ne? Chokert, Void Brawler. Nein. So, machen wir das mal so. Und dann stellen wir Shen rein. Dann habe ich nämlich Blade Master und Ninja. Ninja. Habe ich Instagram? Nein, ich habe kein Instagram, weil ich es irgendwie... Ja, das ist auch eine witzige Story. So, ja, jetzt Storytime Nummer 2. Ich habe schon so oft gehört, dass ich mir Instagram zulegen soll. Hab mir dann aber immer gedacht, ja, was will ich da posten? Ich meine, die Sachen, die ich auf... was ist das? Nikos help plays on a champion to create a 1-star copy of them. Was zur Hölle? Consumable. Was ist ein Consumable? Seit wann gibt es Consumable? Was? Ach du Scheiße. Ich bin völlig überfordert, es tut mir leid. Fiora baue ich nicht mehr. Du baust. Du wirst gebraucht. So, genau. Dann habe ich quasi mir überlegt, okay, was könnte ich denn auf Instagram eigentlich posten? Und normalerweise postet man ja auf Instagram so komisches Zeug von sich, wie man quasi gerade, keine Ahnung, scheißen geht oder so. Das heißt, ich werde dann auf Instagram und poste, hey, seht mal hier, heute gibt es Sushi bei mir. Seht mal hier, heute, was weiß ich was. Ich sehe da wenig Mehrwert dabei. Aber ich nehme an, dass es auch Instagram für Informatiker gibt. Dazu benutze ich aber quasi eigentlich Twitter, weil Twitter irgendwie eher so, keine Ahnung, das ist, was ich meistens auch eher mache. Aber diese Lifestyle-Dinger, das ist nicht so unbedingt meins. Man sagt, es gibt 2 Arten von Informatikern, die unter 60 Kilo und die über 160 Kilo wiegen. Ich bin in der Mitte, also nicht genau in der Mitte, sondern eher an den 60 Kilo, aber nicht bei 60 Kilo. Ich wiege ungefähr 80 und bin 1,84 groß. Das heißt, ich bin jetzt nicht unbedingt so eine Richtung oder so. Nö, davon möchte ich nichts. So, wir machen gleich weiter. Gebt mir kurz. Nö. Den will ich. Ja, Leona. Nice. Habe ich noch ein Level frei? Nein, habe ich nicht. Oder? Das ist ja mega stark. Die haben einfach keine Items mehr. Der Einzige, der ein Item hat, ist Cannon. Richtig geil. Legt mein Krypto-Investment über 1000 oder unter 1000 Euro? Ja, es ist unter 1000 Euro mittlerweile. Es war am Anfang ungefähr 1000 Euro. Dann ist es runtergegangen, extrem runtergegangen, als ich noch keine Ahnung vom Leben hatte. Und dann ist es wieder hochgegangen und es ist immer noch unter 1000 Euro. Ja. Oh, das hier ist live. Ja, das hier ist live. Richtig. Deswegen ist es ein Live-Video oder ein Livestream. Gibt es jemanden in Hamburg, der zur MOFCON fährt und mich mitnehmen könnte? Da einmal ganz kurz reingucken, weil da war gerade noch jemand aus Hamburg. Aber ich weiß nicht, ob das du warst. Genau, warum zocken wir hier? Normalerweise habe ich einen Zweitkanal, der heißt The Morpheus Gaming. Könnt ihr gerne mal reingucken. Da zocke ich normalerweise. Mache ich allerdings sehr selten. Und, warte mal, Jinx kann früher ulten, wenn ich ihr das gebe, ne? Das macht keinen Sinn. Aber Lucian könnte früher ulten. Nee, warte, wen will ich denn früher ulten lassen? Den will ich eigentlich früher ulten lassen. Ludens Echo. Das wäre eigentlich gar nicht so kacke, oder? Ihr seht, ich habe keine Ahnung von dem Game. Seit ich das letzte Mal gespielt habe, ist echt schon eine Weile her.
aber der hat einen Garen Level 3 und das ist eher ungünstig für mich. Und das war eine verdammt coole Hextech-Fähigkeit. Cool. Was ist ein SmorphCon? Ein SmorphCon ist das Event, auf dem ihr mit der Community euch treffen könnt. Das heißt, ihr könnt mit der Community zocken, ihr könnt mit der Community coden, ihr könnt mit der Community reden und vielleicht dann auch ein paar... Oh shit, ich bin rausgeflogen, ne? Ich achte zu wenig aufs Game, ich rede zu viel. Das ist okay, darum geht es ja heute. Ich bin 7. Ich bin nicht Letzter. Das ist alles, was ich wollte. Genau. Ja, ihr könnt euch da quasi mit Leuten vernetzen. Das ist gar nicht so unwichtig, wenn man denkt. Und ja, das ist eigentlich so der Sinn von der MorphCon. Ach, und natürlich bin ich auch da. Nutze ich Mastodon? Nein, ich nutze nicht Mastodon. Ich wollte mich allerdings mal einlesen. Und nein, sorry, Yuzi, ich glaube, wobei, eigentlich... Warum eigentlich nicht? Wir könnten eigentlich auch zusammen zocken. Interessiert eigentlich eh keinen, ne? Musst aber... Genau, starten. Danke. Justo ist auch im Chat. Könnt ihr gerne mal reingucken. Da der mit dem roten Icon, der sich Justo nennt, das ist Justo League. Ha. Kann man mitspielen? Ja, du kannst mich einfach mal adden. Offensichtlich kann man mitspielen. Sag mal ein Adjektiv, was mich am besten beschreibt. Boah, das ist schwierig. Lass mich nachdenken. Es rattert. Ich lerne sehr leicht. Das heißt, lernfähig, würde ich sagen. Und ich kann gut erklären, was beide Sachen kombiniert natürlich echt super für den Channel ist. Ja, das ist, glaube ich, das, was mich am besten beschreibt. Zumindest was so YouTube angeht. Du bist neu, was mache ich hauptberuflich? Ich bin hauptberuflich offensichtlich Streamer. Nein, ich bin hauptberuflich Dozent. Das heißt, ich mache quasi Kurse. Ich mache Kurse auf YouTube, ich mache Kurse für Universitäten, ich mache Kurse einfach überall, wo ich kann. Und dadurch versuche ich mich zu finanzieren, beziehungsweise auch nicht. Genau. So, was habe ich für eine Empfehlung? Was habe ich für eine Erfahrung mit Pi-hole? Kann man machen, war mir aber irgendwie immer zu aufwendig. Ich habe es nie richtig eingerichtet. Es gibt andere Dinge, die Ähnliches tun, aber wahrscheinlich nicht ganz so gut sind. Wie lange habe ich als Student am Stück gelernt? Am Stück meinst du pro Tag? Pro Tag, das kam dann mal so auf, keine Ahnung, meistens so 8 Stunden, weil ich echt jemand bin, der verdammt früh anfängt zu lernen. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Prüfung hatte, dann war ich meistens schon locker 2 Monate vor der Klausur am Lernen. Und dann war ich relativ früh eigentlich schon fast fertig. Warum gibt es keine Facecam? Das sind tatsächlich mehrere Gründe. Erster Grund, ich habe mich bisher noch nicht gezeigt, zumindest nicht im Video. Zweiter Grund ist, ich habe tatsächlich noch also ich sitze hier in meiner Jogginghose, ja, ich habe ein Rock'n'Park-T-Shirt an, ich sehe nicht wirklich gestylt aus oder sowas. Gut, ich war vorhin duschen, aber meine Haare sehen trotzdem aus wie sonst was. Und deswegen gibt es keine Facecam, weil ich einfach eine verdammt faule Sau bin. Das ist der Grund. Jetzt wisst ihr es. Wenn ich jedes Mal aufnehmen würde mit Facecam, dann müsste ich jedes Mal eine Stunde im Bad verbringen, wobei ich morgens, wenn ich aufstehe, einfach straight an PC und anfange zu arbeiten. Gut, ich hole mir vorher Frühstück, aber ich esse das Frühstück vor dem PC. Ja. Was würde ich eher nutzen? Angular oder React? Ich würde Angular nutzen, weil ich React nicht richtig gut kann. Zumindest noch nicht, aber ich bin dran, mich einzuarbeiten. Aber wenn du React kannst, dann nimm React. Bist du der Meinung, dass man mit Wirtschaftsinformatik auch richtig Karriere machen kann? Auch hohe Gehälter? Ja, klar, warum nicht? Du bist ein Informatiker, natürlich kriegst du ein hohes Gehalt. Also du bist immer noch als Wirtschaftsinformatiker, bist du immer noch ein Informatiker. Im Gegenteil, du hast sogar noch gleichzeitig ein bisschen Wissen in Richtung Wirtschaft. Was nicht gerade schlecht ist, vor allem also ich wäre zum Beispiel richtig, oder ich bin froh, ich hatte im Bachelor, hatte ich BWL als Nebenfach, oder generell Wirtschaftswissenschaften als Nebenfach, das musste man am KIT wählen, also ein Nebenfach musste man wählen. Und ich habe mich da für BWL entschieden, was echt sich im Nachhinein richtig ausgezahlt hat, weil ich jetzt quasi extrem viel machen muss. Das heißt, ich bin ja jetzt Vollzeit quasi selbstständig und da musst du Sachen machen wie Steuer, da musst du Sachen machen wie, I don't know, Businessplan, du musst Sachen machen wie Verwaltung, Projektplanung, gut, das musst du als Informatiker auch, aber sowas zahlt sich halt wirklich aus. Also ich mache momentan ungefähr 50-50 Informatik und BWL, ja, in meinem Leben. Das ätzt ein bisschen an, aber so ist das nun mal.
Gut, dann nächste Frage. Ich hab, verdammt, du bist gut. Okay, ja, meine Krypto-Investments treffen das ziemlich genau. Verdammt, Junge. Zumindest mittlerweile, ungefähr. Genau. Habe ich ein Leben außerhalb des Bildschirms? Ja, tatsächlich habe ich ein Leben außerhalb des Bildschirms. Ich habe Freunde, ich habe eine Freundin, ich habe eine Familie, ich habe auch andere Hobbys. Wobei, außerhalb des Bildschirms Hobbys, na gut, ein bisschen Sport mache ich hin und wieder. Aber da würde ich jetzt nicht drauf bauen. Halt, nein, ich will duschen. So. Bist du der Meinung, dass eine Ausbildung als Fachinformatiker auch ausreicht? Das kommt darauf an, was du lieber machen möchtest. Wenn du lieber Software planen möchtest, Software quasi anderen sagen möchtest, was sie zu tun haben, dann ist die Ausbildung nichts für dich, dann solltest du studieren. Wenn du allerdings lieber selber codest, dann solltest du definitiv eine Ausbildung machen, weil wenn du studiert hast, wirst du nicht mehr allzu viel zum Coden kommen. Dann hast du quasi Leute, die für dich coden. Lieblingsuniversal-Editor. Würde ich sagen, ist bei mir... Ah, komm schon. Mist. Okay. Nice, ein Item. Wo ist das Item? Hä? Wieso habe ich Champions gekriegt? What the... Okay, durch die blauen Dinger kriegt man Champions. Ah, das muss neu sein oder relativ neu. Ja, cool. Will ich Vayne? Warte, Lucian ist doch auch Noble, oder? Machen wir Noble heute. Dark should fear you, genau. Okay, Steuer ist leider nicht ganz egal, nee, echt nicht. So, was halte ich von Kombinationsfächern wie medizinischer Informatik? Oder IT-Security ist eigentlich auch ein Kombinationsfach, weil es wirklich dich festballert auf einen Bereich. Das Ding ist, wenn du wirklich sicher weißt, dass du Bock hast, nur dein ganzes Leben lang medizinische Informatik zu machen, dann mach das. Das ist super geil. Dann kannst du einfach schon jetzt sagen, hey, ich habe auf jeden Fall was, auf das ich mich spezialisieren möchte. Du wirst in medizinischer Informatik so gut sein, weil du dich nur damit beschäftigst, wie sonst eigentlich niemand. Oh. Okay. Das Ding ist allerdings, dass du dann halt einen sehr viel schwereren Quereinstieg hast. Also es ist möglich, dann auch noch zu sagen, hey, ich gehe jetzt von medizinischer Informatik in IT-Security oder Machine Learning oder sowas. Gut, Machine Learning ist nicht allzu weit weg, aber IT-Security zum Beispiel kannst du machen. Und das geht schon, aber es ist halt viel mehr Aufwand für dich. Während wenn du weißt, ich will eigentlich nur im medizinischen Bereich bleiben, dann mach das. Das ist super geil. Ich habe zum Beispiel auch überlegt, ob ich Luft- und Raumfahrtinformatik studieren soll. War mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich da wirklich dabei bleiben möchte. Und deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, mit Allgemeiner kannst du halt sozusagen relativ leicht alles machen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache dann lieber alles, so ein bisschen. Ein Bogen. Ein Bogen auf Lucian ist nicht übel. Dann kriegt er einen Static Shift. Das wäre richtig geil auf Lucian. Fuck. Okay, so, Hextech Blade Master. Nee, wir machen Noble und... Ja gut, du passt nicht rein. Noble... Doch, du bist ein Ganzlinger. Mega. Okay, Noble Ganzlinger will ich. Noble. Ganzlinger. Perfekt. So. Kenne ich Diablo 3? Ja. Mein Onkel hat es sehr, sehr viel und sehr, sehr lange gesuchtet. Aber ich habe selber nie wirklich gespielt. Ob ich glaube, dass Bioinformatik interessant ist. Bioinformatik ist auch natürlich so ein Ding. Bioinformatik, das ist anders als ich hatte tatsächlich ich habe im Master Biologie vertieft, weil ich dachte, es wäre Bioinformatik. Es gab aber auch noch ein Fach, das war wirklich Bioinformatik, das habe ich kurz besucht. Bioinformatik ist ein bisschen Bio, ein bisschen Informatik und sehr viel Multikern, also parallelisiertes Rechnen, was echt krass ist. Das glaubt man eigentlich nicht, aber es hat sehr viel mit gleichzeitiger Ausführung zu tun, weil die Aufgaben einfach so unfassbar riesig in der Dimension sind. Das heißt, wenn du was machst, dann muss es halt effizient sein, damit Leute, die dann dein Programm auch anwenden, wofür übrigens ein Riesenbedarf ist, aber damit Leute, die dein Programm anwenden, das auch leicht anwenden können und vor allem damit es schnell geht. Sorry fürs Ignorieren. Ja, schick's einfach nochmal. Es sind wirklich viele Leute, die hier gerade reinschreiben. Ob ich normales League auch spiele? Ja, ich spiele hin und wieder auch mal normales League. Allerdings wollte ich jetzt heute definitiv kein normales League spielen, weil ich nebenher sehr viele Fragen beantworten möchte. Und da fällt mir sogar schon TFT ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ich bin absolut nicht Multitasking. Ich könnte eigentlich auch Camille mitnehmen, oder? Bisschen schwer, spät sich umzuentscheiden. Warte mal, was bist du denn? Demon Assassin, okay, das brauche ich nicht. Was bist du? Imperial Assassin will ich auch nicht. Komm.
Nur mit. Schade, Gangs. So. Gibt's was wie eine Übersicht von Modulen und deren Befehle oder Funktionalität außer die Wiki? Googeln. Du kannst einfach googeln, was du möchtest und dann kannst du meistens auf Stack Overflow was finden, was irgendwie in die Richtung geht. Das heißt, du kannst quasi sagen, hey, ich brauche jetzt, keine Ahnung, ich will eine API in Python schreiben, dann googelst du API Python. Dann bekommst du 2 Vorschläge, nämlich einmal Flask und einmal Django höchstwahrscheinlich. Und so kannst du es relativ leicht machen. So, dich will ich und dich will ich auch. Da haben wir den Vayne Level 2, das ist nice. Okay. Was halte ich vom Doppelstudium Informatik und Physik? Boah, das ist heftig, Junge. Physik ist schwer. Also Physik ist wirklich schwer. Kannst aber machen, wenn du gut bist. Also wenn du wirklich Bock hast oder du verlängerst einfach. Das kannst du auch machen. Das ist eigentlich nicht so das Problem, ja. Ja, kannst du schon machen. Oh, warte, Glacial. Kann ich eigentlich auch noch einen mitnehmen. Also wenn du Bock auf schwer und viel hast, dann mach Physik und Informatik. Es ist ungefähr so schwer wie Mathe und Informatik, glaube ich. Ja. Genau, parallele Programmierung mit Betriebssystem ist das auch tatsächlich. Wobei du musst halt die Aufgaben parallel ausführen. Also Medizininformatik gerade nochmal. Das war aber nicht auf Medizininformatik bezogen, sondern eigentlich auf Bioinformatik. Also gerade Bioinformatik brauchst du halt extrem viel Parallelisierung. Adri, ich habe deine Frage gerade wirklich nicht gesehen. Hast du sie noch ein zweites Mal gestellt? Weil ich sehe nichts. Also ich sehe keine zweite Frage. Gerade. Ich kann, wie gesagt, ich kann im Chat nicht hochscrollen, sonst minimiert sich LOL und dann einfach bitte nochmal stellen kurz. Oh, ich kann picken. No. Varus war wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung, aber die anderen waren auch nicht besser. So, übrigens, der hier immer noch auf 100 Punkten ist, der ist bei euch im Chat, nur damit ihr es wisst. Gut. Du suchst alles auf einen Blick, also eine Übersicht über die Module. Ja, das ist schwierig. Das wirst du wahrscheinlich... Weiß nicht, da gibt es vielleicht ein Wiki oder sowas, das das macht. Aber ich weiß nicht, ich google das normalerweise immer, was ich brauche, falls ich es nicht kenne. Apache Spark habe ich vor, aber das ist so ziemlich... Ich habe quasi alles vor. Ihr könnt mal in der Beschreibung von einem normalen Video gucken, bitte. Also nicht dieser Livestream hier, sondern irgendwie ein normales Video. Einfach aufmachen. Ich habe in jeder Beschreibung ein Dokument verlinkt, ein Google Doc, wo ihr mir quasi Vorschläge schicken könnt. Also, ja. So, dann sind wir hier. Lieblingsprogrammiersprache. Lieblingsprogrammiersprache ist eigentlich in Richtung Python wahrscheinlich, weil es einfach die meiste Funktionalität gibt und es ist am einfachsten. Das war ziemlich unfair, Junge. Das ist nicht okay. Wer macht sowas? 2 Shen. Hallo? Geht's noch? Krass. Okay. Ne, warten wir noch. Ist okay, wenn wir ein bisschen abfallen. Vamos Bazaar. Ja, ist okay. Okay, was ist... ja, klar. Also wenn du überlegst, ob du Studium oder Ausbildung in... Ah, halt, stopp. Der Lieblingsuniversal-Editor? Atom eigentlich. Also meistens benutze ich da... Übrigens, sorry, dass ich die Frage vorhin nicht beantwortet habe. Atom kann halt einfach alles. Das ist halt super easy damit zu schreiben. Weil du wirklich die meisten Funktionen auch hast. Und eigentlich für alles was einrichten kannst, aber du kannst auch Visual Studio Code oder sowas nehmen. Das ist auch eigentlich ziemlich gut. So, Tipps, um nicht zwischen Ausbildung und Studium zu entscheiden. In der Ausbildung wirst du generell mehr coden, beziehungsweise mehr direkt an der Materie dran sein. Während wenn du studierst, wirst du halt eher so in der Planung drin sein. Das heißt, du machst so Sachen wie Layouts planen, Projektpläne, Teamverwaltung, aber natürlich auch Programmieren, das ist logisch. Also du machst es schon, aber es ist mehr drumherum noch. Und ja, also zumindest meistens, könnte man sagen. Ach ja, richtig, Click to Buy XP, danke. Das ist nice. Will ich dich gerne reinstellen hier. Kamille. Erstmal Kamillentee hier. Sollte man nicht eigentlich umstellen? Das reicht nicht mehr, oder? Das reicht noch. Das reicht noch, das reicht noch. Wenn ich jetzt nicht so langsam wäre, wäre es easy. So. Okay, ja, das passt. Daraus will ich eigentlich gar nicht.
Schau an, der hatte eine Träne. Das war doch gerade gar nicht angezeigt. Das war der, den ich vorhin gepickt habe, ne? Und dich will ich eigentlich auch nicht. So, ich brauche noch einen Noble. Das ist nicht so gut, wie ich dachte. Das ist ja total Krebs. Warum? Okay, Blade Master. Dich brauche ich nicht. Was bist du? Wild Assassin? Nö. Blade Master ist auch nichts. Ganz vergessen. So. Okay, ist es meiner Meinung nach schwer, in die IT-Forschung reinzukommen vom Studium aus? Nö, nicht unbedingt. Oh, Glacial. Glacial. Dann habe ich 2er Glacial, ne? Du kannst schon in die Forschung reinkommen. Dann nehme ich lieber dich mit. Achso, ja. Wen schmeiße ich von euch raus? Grace brauche ich für ganz länger. Du bist aktuell unnötig eigentlich. So. Man sagt Mehltau. Okay. Du kannst in die Forschung schon reinkommen, weil du... Naja, weil du einfach dann quasi Mitarbeiter an der Uni bist. Du sagst einfach, hey, ich will einen Doktor machen, schaust dich um, okay, in welchem Bereich gibt es vielleicht eine Doktorstelle, die mich interessiert. Und dann kommst du eigentlich relativ gut rein, sofern du halt deinen Master und deinen Bachelor machst. Das ist natürlich alles ein bisschen anstrengend, aber das kann man schon machen. Also es ist halt sehr viel... Naja, Forschung wird jetzt nicht unbedingt perfekt bezahlt, um ehrlich zu sein, weil du halt quasi für eine Doktorarbeit kriegst du erstmal nicht viel. Jawohl, nice, ich hab gewonnen. Oder wenn du überhaupt was kriegst. Das heißt, du musst halt quasi dich auch noch nebenher als Doktorand oder als Post oder als, ja, im Endeffekt als Doktorand anstellen lassen und dann wirst du halt von der Uni noch ein bisschen nebenher bezahlt, ungefähr auf 50% Basis. Könnte ich mal eine Reihe zu einer esoterischen Programmiersprache machen? Nee, eine Reihe wird es dazu nicht geben. Ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht 1 oder 2 Videos dazu mache. Aber eine Reihe macht wenig Sinn, meines Erachtens nach, weil niemand wirklich in LOL-Code zum Beispiel programmieren möchte. Übrigens, wer jetzt gerade zuhört, einfach mal LOL-Code googeln. Das ist eine super witzige Sprache. Dich will ich. Wen will ich noch? Tja, Assassinen sind gegen Lucian nicht so krass, ne? Hättest du nicht gedacht. Okay, ich könnte mal meine Items verteilen. Wenn Lucian direkt am Anfang dasht, dann habe ich einfach kein Problem mit Assassinen, oder? Macht aber auch keinen Unterschied. Rüstung. Warte, irgendwas gab es noch mit Rüstung und... Habe ich eine Organisationssoftware, so wie Trello, ClickUp oder so. Ich benutze eine To-Do-Liste mit sehr, sehr vielen Projekten. Ich benutze einen Terminplaner, einen Offline-Terminplaner. Ich benutze... Habe ich Shen noch? Was benutze ich noch alles? Ich habe eine App, die mir Pro und Contra abwägen lässt, weil ich mich oftmals für Dinge entscheiden muss. Benutze ich Fiora? Die ist Noble und Blade Master. Warum habe ich keine Fiora? Bin ich doof? Ich bin doof. Ich bin einfach boosted. Das ist das Problem. Was benutze ich noch? Das ist eigentlich so ziemlich alles, was ich benutze. Also Trello, ja, aber nur für Projekte. Sonst benutze ich eigentlich lieber eine To-Do-Liste. Und was man natürlich auch sagen muss, ich habe... Ach, Manu. Es gibt auch von den Plattformen, wo ich Kurse für erstelle, also ich mache ja nicht nur YouTube so, sondern da gibt es dann auch noch im Endeffekt gute Möglichkeiten, um Kurse zu planen. Was ich eigentlich auch ganz gerne mal mache. Genau. Ja, das ist eigentlich so ziemlich alles, was ich mache. Okay, ich habe viel Gold. So, was machen wir denn jetzt? Leona wäre cool. Draven. Ich glaube, die Fragen sind gerade ein bisschen abgeebbt. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich mich ein bisschen aufs Game konzentrieren. Ich bin Dritter. Wie ist das denn passiert? Ja, Draven ist natürlich weg. War ja klar. Und dann ist Leona meine. Meins. So. Sorry, wenn ihr es nebenher ein bisschen schmatzen hört. Ich bin noch am, naja, quasi Abendessen. Wobei das kein Abendessen ist. Es ist eher ein Abendtrinken. Aber hey. Jawohl, perfekt. Okay. Das ist doch auch Noble. So, warte mal. Wenn die Noble ist, kann ich doch die rausstellen. Verdammt, was habe ich dann? Was bist du? Hextech Blade Master. Brauche ich doch nicht. Warum habe ich Hextech Blade Master drin?
So. Dann habe ich eigentlich nur noch einen Noble, der mir fehlt. Den kann ich noch nicht reinstellen. Jetzt habe ich Noble. Nice. Cool. Deswegen mag ich das so. Und ich habe einen Haufen Graves, ne? Eigentlich. Das ist doch auch ein Graves. Ja. Warum baue ich keinen Graves mehr? Warum? So. Wie hast du dein Studium organisiert? Macht OneNote Sinn? Ich weiß nicht, ob ich euch das sagen sollte, weil es wirft ein schlechtes Licht auf Universitäten generell. Ich war eigentlich bis im Master in fast keinen Vorlesungen, also ich bin quasi kaum hingegangen. Hab mir die Folien durchgeguckt und hab dann... Was war das? Und hab dann quasi mir anhand von den Folien meine Zusammenschriebe gemacht. Und das hat mir eigentlich immer gereicht. Mache ich mal Rust und Go. Go ist geplant, Rust habe ich schon. Okay, und dich brauche ich... Oh, Aurelion. Hab ich die noch? Ne, die habe ich verkauft, ne? So, jetzt sollte ich refreshen langsam mal. Das ist gerade eine Level 3 geworden. Das ist noch keine Level 3. Verdammt! Lucian ist immer gut. Ja, Draven wäre halt schon geil gewesen. Okay. Welche Sprache würde ich für Einsteiger empfehlen? Ich glaube, ich würde Python empfehlen. Viele sagen, es macht einen schlechten Stil, aber... Was war das für eine Ult, Leona? Huh? Was war das? Viele sagen, es macht einen schlechten Stil, aber ehrlich gesagt finde ich das nicht. Zumindest nicht so stark, dass irgendwie die Umständlichkeit von einem Java oder sowas rechtfertigen würde. Früher habe ich oftmals Java empfohlen, aber Java finde ich einfach nur unfassbar umständlich. Es gibt einfach viel effizienteres und besseres. So. Braum. Braum ist gut. Gib. Ach, verdammt. Scheiße. Einen von euch muss ich verkaufen. Tschüss, Fiora. Wir haben schon Noble Buff, ne? Gut. So. So, ich lese mal wieder Chat, nicht wundern, ne? Also nicht wundern, dass ich manchmal ruhig bin. Ich versuche wirklich hier auf die meisten der Kommentare einfach direkt zu antworten. Das mit Rust ist für alle schon draußen. Kannst einfach mal auf meinem Kanal suchen unter den weiteren Programmiersprachen. Da ist wirklich alles an Rust schon verfügbar. So, zu Netcat, ja, da habe ich schon was. Netcat habe ich, glaube ich, in der Playlist für ethisches Hacken drin. Und ansonsten einfach mal... Oh, ich müsste Items verteilen. Ansonsten kannst du einfach auch mal in der... Ne, Morello Nomico macht da keinen Sinn. Das ist cool. Das ist auch cool. Okay. Genau. Ansonsten kannst du auch mal bei den CTF-Videos gucken, weil da ist auch relativ viel so, was du halt quasi als Pentester brauchst. Also einfach alles, ja. Da ist halt dann natürlich auch Netcat dabei. Was halte ich von Flutter? Jetzt musst du mich aufklären. Ich kenne den Begriff, aber ich habe es länger nicht mehr gehört und ich weiß es gerade nicht mehr, was es ist. Verdammt, dieser Buff ist wirklich OP, ne? Los, Sechu. Do it. Nice. Easy. Der hat so viele Items. Was ist da denn los? Ich habe zu viel Gold und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Puh, ist schwierig, ne? Okay, was machen wir? Was machen wir? Ne. So. Was bringt mir was? Bringt es mir was, wenn ich die reinstelle? Ne, nicht wirklich. Shit. Egal, sie ist fast Level 3. Ich muss sie mitnehmen. Meine Logik. 10 von 10. Glacial Elementalist. Glacial habe ich. Aber Elementalist habe ich nicht. Ich nehme sie noch nicht. Habe ich Jinx? Die Jinx hatte ich letztes Mal, ne? Letztes Game. Ja, das war letztes. Okay. Hui.
Flutter ist Cross-Plattform-Framework für Apps. Da habe ich meistens eigentlich eher Xamarin oder sowas im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin jetzt nicht so stark im Frontend und Apps drin. Zumindest in letzter Zeit nicht mehr. Als dass ich dir da wirklich einen fairen Tipp geben kann, wie gut Flutter ist. Aber ja, du hast recht, jetzt sagt es mir eigentlich grob mal wieder was. So, wir haben Level 3 Graves. Und wieder Platz auf der Bank, das ist nice. Lucian. So. Vayne. Warte, Vayne ist... Da mal Level 2. Shit. Lucian. Cool. Gibt es bei mir auch Docker und Assembly. Beides für Patrons schon freigegeben, beides noch nicht für normale YouTube freigegeben. Das heißt, wenn du Patreon-Supporter bist, kannst du dir sowohl Docker als auch Assembly schon angucken. Ansonsten wirst du noch warten müssen. Aber du kannst gerne mal reingucken. Würde ich Informatik nochmal studieren? Natürlich würde ich Informatik nochmal studieren. Aber ich war an der Uni und ist eine gute Frage, was ich machen würde. Ich bin eigentlich glücklich gewesen mit der Uni, weil ich bin eher vom Lerntyp her eher theoretisch veranlagt. Ich will Kale. Lasst mir Kale. So, jetzt müsst ihr mir ganz kurz geben. Ich weiß ganz genau, wer mir jetzt gleich Kale klauen wird. Ja! Nice. Ist C# für Einsteiger empfehlbar oder sollte man eher Java nehmen? Java und C# geben sich eigentlich nicht wirklich was. Das ist nur von der Anwendung her. Dass du mit C# früher zumindest eher auf Windows geschrieben hast. Mittlerweile kannst du auch für Linux schreiben. Aber das gibt sich eigentlich nichts. Da kannst du beides nehmen. Wunderbar sogar. So, Noble. Welchen von euch Nobles schmeiße ich raus? Dich brauche ich wegen dem... Warte. Hä? Guardian? Guardian? Guardian. Okay, Guardian ist da. So, dich brauche ich nicht. Raus mit dir. Achso, halt mal. Aber dann habe ich ja 4 Nobles. Das bringt mir auch nichts. Dann habe ich 2 Knights. Nice. Das ist ja cool. Ja, super. Du bleibst auf der Bank erstmal. Okay, cool. Gibt es Möglichkeiten, während des Studiums Informatik-related Geld dazu zu verdienen? Das ist eine ziemlich interessante Frage. Und ja, die gibt es. Normalerweise gibt es bei deiner Uni irgendwie Tutorenjobs oder sowas. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte gerne andere Leute unterrichten. Das war ja easy. Ich möchte zum Beispiel in Grundbegriffe der Informatik anderen Leuten helfen sozusagen. Das heißt, du machst einen Recap von deiner Vorlesung und deswegen kannst du während dem Informatikstudium wunderbar Geld dazu zu verdienen. Alternativ kannst du auch einfach sagen, ich möchte... Pantheon? Ist auch neu. Krass. Enemies... okay, krass. Ja, ne? Dragon Guardian. Guardian? Okay. Krass. Aha. Okay, da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, Leute. Ist ja Wahnsinn. Habe ich Fiora noch? Nein. Alternativ kannst du auch sagen, du machst einfach während deinem Informatikstudium Werkstudentenjob. Das kannst du wunderbar machen, indem du einfach sagst, ich möchte jetzt bei Firma XY arbeiten und wenn du dann schon mal ein bisschen Programmieren gemacht hast, dann, ja, wunderbar. Kannst du easy machen. So, habe ich schon mal... Ja, die Frage ignoriere ich da von Lolo-Dosis oder so. Wo habe ich Programmieren gelernt? Ich habe es mir selber beigebracht mit zahlreichen Internetquellen und sehr viel Zeit, weil mir irgendwie auch immer der konkrete Projektbezug hat mir am Anfang immer so ein bisschen gefehlt. Ja. So. Sorry, ich bin wieder mal am Lesen. Praxisbezug einer Hochschule ist auch zum Kotzen. Ein Projekt mit einem Haufen unmotivierter Leute, theoretisch ist deutlich angenehmer. Ja, das kann schon sein. Also ich hatte zum Beispiel auch öfters mal Praxisprojekte während meinem Studium. Man möchte es nicht glauben, aber ja, hatte ich. Zumindest ein bisschen. Oh, dann kriegt die Red Buff, das ist nice. Und ja, es war jetzt nicht der Bringer, so... Also das Problem ist halt, ich arbeite immer am Anfang und irgendwie grundsätzlich arbeiten andere Leute immer erst auf dem letzten Drücker, damit kann ich irgendwie nicht arbeiten. Aber das ist einfach, die Art und Weise der Arbeit
ist halt einfach eine andere gewesen. Das kann euch aber immer passieren. So. Was mache ich denn da draus? Das macht einen Red Buff. Das macht noch einen Red Buff. Wer braucht einen Red Buff? Lucian braucht einen Red Buff. Dringend. Cool. Nö. Ich habe viel zu viel Gold. Ich muss ganz kurz rerollen. Oh shit. Vayne kriege ich nicht mehr Level 3, ne? Anivia macht auch irgendwie keinen Sinn. Ja. So, ich hab's gleich, ja? Dann haben wir hier schon mal Level 3 Lucian. Das ist schon mal nice. Mit Red Buff und Static, ja? Möchte ich nur mal kurz darauf aufmerksam machen. Das ist einfach nur der Bringer. Ah, so viel zu Red Buff von Static. Okay. Ich habe nichts gesagt. Hextech ist schon ziemlich stark. Krass. So, von euch will ich niemanden. Vayne. Nice. Schon wieder gewonnen. Haha. Okay. Wir können immer noch rerollen. Es tut mir leid, ich gehe gleich wieder auf den Live-Chat ein. Ich muss nur hier ganz kurz... Ja. Was habe ich die? Die habe ich doch. MF. Oh! Ganzlinger. Ganzlinger. Das war natürlich nice. MF ist strong. Nochmal MF. Okay. Das geht. Das geht ab. Jetzt noch eine Kamillen, sie ist Level 3, da muss ich die reinstellen. Einmal Kamillentee. Ne, irgendwie nicht. Das möchte ich nicht. Nee. Nein. Komm. Geil. Okay. So. P steht natürlich für Programmierfenster. Mein Programmierfenster ist 1600 Pixel mal 900 Pixel groß. Hey, und ja, das weiß ich auswendig, weil ich immer oder meistens aufnehme, während ich code. So. Ein Abend, ob ich noch normales League spiele. Ja, hin und wieder schon, aber jetzt möchte ich mit euch Fragen hier gemeinsam beantworten. Deswegen normales League geht da gar nicht. Da bin ich quasi die ganze Zeit konzentriert und ja, mit TFT geht es zumindest noch hin und wieder mal. Und so habt ihr nebenher auch was zu gucken. Also das heißt, es ist nicht nur... Warte, die ist Level 2. Das ist zumindest nicht nur ausschließlich zocken. Und nicht nur ausschließlich reden. Ach man, oh. Mist. Nee. Oh, Leona. Nice. Zu wenig Platz. Oh. Okay. Was halte ich von einem dualen Informatikstudium? Sehr viel. Vor allem, wenn du irgendwie Einkommen brauchst, damit du dir das Studium finanzieren kannst, ist extrem gut. Kannst du auf jeden Fall machen. Vor allem hast du direkt den Praxisbezug. Welche Sprache mag ich am liebsten? Wahrscheinlich Python. Wobei es nicht unbedingt an der Sprache selber liegt, sondern die haben ein fertiges Item. Die haben ja alle ein fertiges Item. Ach du Scheiße. Ich will den Varus, glaube ich. Geil. Hey Yusi, wir sind die letzten zwei. Ne, wir sind 2 von 3. Okay, wir machen den fertig. Karrieremöglichkeiten für Master in IT-Sicherheit. Ja. Einfach nur ja. Also ja. Immer. Wo ist Varus? Da ist Varus. Tschüss, Varus. Hä? Ich hab doch gerade... Hä? Egal. Die... Ach, meine Vayne ist raus. Warum? Hör auf damit. So. Shit. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stopp. Level 7. Verdammt, das reicht nicht mehr. Okay. Mist. Okay. Hast du mal in der Softwareentwicklung gearbeitet oder so, beziehungsweise arbeitest du aktuell? Wenn ja, was machst du genau? Ich mache Vollzeit diesen Dozententeil hier, den ich für YouTube und so weiter mache. Allerdings habe ich auch schon Softwareentwicklung gemacht und Softwareentwicklung ist eigentlich ziemlich, naja, cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite
muss ich sagen, nicht unbedingt immer cool, weil du halt wirklich im Team arbeitest. Und du musst halt auch wirklich einen Projektbezug haben, sonst macht es einfach keinen Spaß. So. Jetzt muss ich hier Kamillentee reinstellen, dann machen wir einfach nur noch alle fertig. Easy. Sehr geil. Warum habe ich eigentlich noch keine Sejuani gefunden? Egal, wir haben 3 Level 3. Was soll uns noch groß passieren, ne? Wir werden trotzdem verlieren. Cool. Sejuani? Verdammt, ich habe Sejuani übersehen. Ich bin doof. Okay, ich bin boosted. Sorry. Finde ich Red oder Blue Team interessanter? Man kann beides machen, oder? Das ist doch geil. Ist doch beides gut. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel Python einsteige, für welche Dinge kommt es dann zum Beispiel zum Einsatz? Das ist eben gerade der Vorteil von Python. Du kannst einfach alles machen damit. Du kannst einfach sagen, ich möchte mit Python gerne... Alter, du machst aber Damage hier. Du kannst mit Python sagen, ich mag KI machen, ich mag Security machen, ich mag Pentesting, keine Ahnung. Okay, Softwareentwicklung. Da musst du dich dann halt immer daran orientieren, was dein Projekt quasi dir vorgibt. Das heißt, da ist es dann meistens eigentlich Java oder Kotlin. In den seltensten Fällen wird es wahrscheinlich Python sein. Das heißt, ja, da ist es schwierig. Ansonsten kannst du eigentlich immer... Jetzt habe ich sie gefunden. Ansonsten kannst du eigentlich mit Python fast alles machen, außer halt richtig große Softwareprojekte. Habe ich mich mal mit dem Programmieren von Quantencomputern beschäftigt. Quantencomputer sind so noch nicht draußen. Es gibt sehr viel in der Theorie, was Quantencomputer eigentlich tun und was die so können. Das heißt, ja, ich habe mich damit beschäftigt, vor allem in der Kryptographie sind Quantencomputer natürlich auch ein kleines Horrorszenario, weil damit kann man zum Beispiel effizient Zahlen in Primzahlen, also quasi eine Zahl in ihre zusammengesetzten Teile umwandeln, ja. Und das macht die Sache halt nicht einfacher. Oh, nice. Oh, was ist das denn? Dragon's Claw. Bearer gains 83% Resistance to Magic Damage. Nochmal hier drauf. Okay. Genau. Wo war ich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war. Ja. Kamele für alle. Ne, Kamel eher. Was hältst du von ET-Studium? Elektrotechnik? Ich habe Elektrotechnik nicht studiert. Ich habe keine Ahnung, wie gut das Studium ist. Ich weiß es wirklich nicht. Wie ist das Informatikstudium am KIT? Muss ich zwischen Physik und Informatik, musst du dich entscheiden. Ja. Es ist natürlich nicht einfach. Beides. Du kannst auch, wenn du Informatik studierst, Physik als Nebenfach belegen. Also ich habe ja gesagt, ich habe im Bachelor zum Beispiel verpflichtend auch ein Nebenfach belegen müssen. Ich habe Informatik am KIT studiert und dort war es dann so, ich habe BWL genommen und im Master hatte ich dann Bio. Du kannst aber auch einfach sagen, ich nehme zweimal Physik und ja, das geht schon und das ist auch gar nicht so schlecht. Aber es ist beides ziemlich hart. Also ich habe Physik nicht genommen, wie gesagt. Ich habe nur von anderen gehört, die Physik genommen haben, dass sie ziemlich am Weinen waren, weil es echt schwer war. Und... So, jetzt müssen wir ganz kurz hier gewinnen, ja? Und dann machen wir weiter. Dafür, dass ich so ewig nicht gespielt habe, läuft das verdammt gut. Hextech ganz Dinger. Ich habe doch einen Hextech drin, warum eigentlich nicht? Jinx kann. Machen wir mal. Außerdem mag ich Jinx. Jinx, sag ich doch. Jinx. Nö. Seichu. Okay. Oh, das wird schwierig. Es ist witzig, dass Pantheon ein Drache sein soll, ne? Er ist ja eigentlich ein Typ, ja? Aber hey. Welche Karrieremöglichkeiten für Master IT-Sicherheit? Ach so, sorry. Ja, du kannst mit IT-Security vor allem in die Verwaltung gehen. Das heißt, du sagst, ich werde... es gibt da so eine Stelle quasi, der sagt dann, ich setze IT-Security für den ganzen Betrieb durch. Ja, das kannst du machen. Und dann musst du quasi immer Risikofaktoren identifizieren, sagen, wie schlimm es war und dann sagen, das wird jetzt gefixt. Und dann analysierst du wieder von vorne und so weiter und so fort. Zum Pentesten wirst du wahrscheinlich relativ selten kommen, außer du hast wirklich eine spezifische Stelle als Pentester. Wobei Pentester eigentlich meistens eher Freelancer sind. Das geht natürlich auch. Das kannst du machen, also Freelancing Pentester zum Beispiel, oder du machst dann halt den
CSO ist es, glaube ich. Chief Security Officer. Ja, das müsste es sein. Genau. So, jetzt habe ich natürlich wieder mal nicht ganz den Chat verfolgt, weil ich hier gerade versuche zu überleben. Oh, 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 das wird knapp. Moment, Lucian ist Level 3, ne? Brauche ich gar nicht mehr. Okay, was ist das für eine behinderte Musik im Hintergrund? Kann ich mal richtige Musik anmachen? Ja, da sieht man schon, ne? Das da, was ich gerade hier anmache, ist Musik, die ich auch abspielen darf. Oh ja, nice. Die ich abspielen darf, ohne irgendwie Probleme mit der GEMA zu bekommen. Beziehungsweise mit der, keine Ahnung, GZ oder was auch immer. Deswegen habe ich diese Musik an. Ah, shit. Okay, wen von euch schmeiße ich raus? Vayne ist gerade mal... Ne, Vayne brauche ich noch. Ich brauche noch eine Vayne! Ah, okay. Ah, Seichu, sorry. Dich kriege ich eh nicht mehr voll. Hä? Verdammt nochmal. Auf damit. Die Mechanik ist echt scheiße. So. Mist. Auf wen setze ich das? Machen wir es mal hier drauf. So. Was ist mein Liedname? Wirst du gleich sehen, wenn das Game vorbei ist. Und ich werde eh gleich verlieren. Ich muss jetzt aber hier ordentlich rerollen, sonst wird das nichts. Ja, Jinx kriege ich eh nicht mehr rein, oder? Bis ich Level 8 bin, brauche ich noch so viel. Macht keinen Sinn. Oh, ja, nice! Nice! GG! Haha, wir haben gewonnen. Easy. Das war nicht easy. Das war alles andere als easy. Aber es war nice. Ja, Vayne ist echt ein bisschen nutzlos, das stimmt schon. Genau, jetzt werde ich hier gerade wieder zugeschrieben. Allerdings, ich glaube, die wissen teilweise, dass ich streame. Ansonsten schreibe ich den einfach mal ganz kurz. So. Okay. Wie kam ich zu meinem Dozentenjob? Wie kam ich dazu? Ja, das Witzige ist, dass ich über YouTube quasi Dozent bin. Das heißt, ich habe einfach quasi YouTube-Channel entwickelt und so weiter und so fort. Und das ist jetzt ein großer Teil meines Dozentenjobs. Ja? Das ist quasi das Problem. Oder was heißt das Problem? So, machen wir es mal so. Ist eine Reihe über Raspberry Pi oder so in Planung? Jein. Ein bisschen, aber ein bisschen auch nicht, weil es gibt so viel. Ah, da wollen noch zwei mitspielen. Nein, sorry. Ah, okay. Wen möchte ich denn? Den hatte ich, glaube ich, eingeladen. Den würde ich einladen, oder? Mich nicht einladen. Okay, sehr gut. Also es gibt so viel zu Raspberry Pis und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so sinnvoll ist gerade. Es gibt andere Dinge, da gibt es im deutschsprachigen Raum halt noch gar nichts und deswegen will ich, glaube ich, lieber in den Bereichen erstmal bleiben. Deswegen mache ich das auch gerade so ein bisschen. Also ich werde jetzt als nächstes, das ist ein kleiner Teaser, wer dabei ist, darf sich freuen. Ihr habt meinen Livestream geguckt, das ist quasi die Belohnung. Hey, herzlichen Glückwunsch. Ich werde wahrscheinlich als nächstes Kotlin machen. Und also quasi dann Kotlin auch veröffentlichen und dann, weil das gibt es im deutschsprachigen Raum quasi noch gar nicht und es ist eigentlich echt eine schöne Sprache. Nicht vorher gucken, guckt bei mir. Nicht googeln, gar nichts, ist eine Sprache. Ja, ist alles, was ihr braucht. Okay, findest du es sinnvoller, Wirtschaftsinformatik oder Informatik mit BWL? Was davon finde ich sinnvoller? Ist die Frage, was du machen möchtest. Wenn du Informatik mit BWL machst, bist du ein Informatiker. Wenn du Wirtschaftsinformatik machst, bist du beides. Du bist BWL und Informatik, ja. Du kannst danach natürlich Informatik machen, das funktioniert. Du kannst auch mit Wirtschaftsinformatik in Richtung, keine Ahnung, Machine Learning oder so gehen. Es ist halt nur ein bisschen schwerer. Geht schon. Du hast angefangen mit Physik zu studieren am KIT oder generell einfach so zu studieren und möchtest Tipps von mir in meiner, als Ersti quasi, nicht durchdrehen, dir eine Lerngruppe suchen und versuchen das Ganze locker anzugehen, aber trotzdem echt dranbleiben. Bleib früh dran an deinen Übungsblättern, das ist einfach nur das Wichtigste. Ach verdammt.
Ah, ich habe doch was gekriegt. Oh lol. Ich dachte, das hat nicht mehr gereicht. Ja, nicht durchdrehen. Such dir wirklich eine Lerngruppe. Ansonsten wird es wirklich sehr, sehr schwer. Weil gerade die Übungsblätter, ich glaube, du hast auch Mathe. Viel Mathe. Also ähnlich viel wie die Informatiker. Und das ist kein Spaß. Das ist wirklich kein Spaß. Vor allem, wenn man es mit dem Schulmathe vergleicht. Aber das schaffst du. Also wenn du dich da reinkniest, dann kannst du es schaffen. Streame ich auch auf Twitch? Nein, aktuell noch nicht. Aber wenn der Stream hier gut ankommt, was er ja gerade tut, also ich meine, wir haben echt viele Zuschauer gerade, dann fange ich vielleicht an mit Twitch. Mal schauen. Vielleicht, ich hatte auch überlegt, gebt mir da mal bitte Feedback drauf. Ich hatte echt überlegt, ob ich mal ein paar Games oder sowas auf meinem Zweitkanal spiele, also Sachen wie zum Beispiel Witcher 3 auf meinem Zweitkanal. Der ist quasi, wenn ihr auf meinen Kanal klickt, dann sind da so zwei Zweitkanäle verlinkt, einmal The Morpheus Vlogs und einmal The Morpheus Gaming. Und ich hatte überlegt, ob ich dann auf dem Zweitkanal quasi streame ein bisschen. So, jetzt müssen wir umdenken. Demon Ranger. Demon. Nö. Das ist Dubstep. Was ist los hier? Okay, sorry, ich muss das beenden. Was machen wir? Ich hatte eigentlich hier Drum Bass angemacht, aber das ist kein Drum Bass mehr. Das ist irgendwie seltsam. So, probieren wir es mal. Ah, shit, das Stream. Das Dashboard. So, wo ist das Dashboard? Hier. Okay. So, die Methodik genauer erklären. Von mir aus, auch auf Discord. Welche Methodik? Welche Methodik zu was vor allem? Demon. Ich brauche einen Demon und einen Ranger. Demon Ranger. Ah, Ranger. Ich bin doof. Ich bin blind und doof. Sorry. Aber Vayne ist ein bisschen useless, ne? Was halte ich vom Brave Browser? Das ist doch der mit dem automatischen Adblocker, ne? Es ist... Ja, kann man mal machen. Aber ich brauche natürlich Ads, damit ich überleben kann. Deswegen kann ich das nicht wirklich... Ne? So, ne? Schwierig. Perfekt, gehen Sie auf Varus. Sehr gut. Wie oft rüste ich meine PC-Hardware aus? Hier noch eine Frage davor, sorry, weil nach der Ausbildung Richtung Pentester. Ja, wenn du Pentester werden möchtest, dann studiere irgendwas mit Informatik. Mach aber sehr, sehr viel auch privat. Es gibt zum Beispiel CTF-Teams an fast allen Unis. Und du kannst quasi sagen, hey, ich will mich richtig viel engagieren, so nebenher. Ups, sorry. Ich will mich nebenher engagieren, zum Beispiel in Teams reingehen und dann kannst du eben CTFs lösen, kannst welche veröffentlichen und so weiter und so fort. Und dadurch kannst du halt wirklich viel eigentlich so machen, also so nebenher quasi. Richtig viel in Richtung Pentester gehen. Dadurch kriegst du auch einen guten Eindruck von Pentesting an sich. Das könnte ich eigentlich auf Varus drauf machen. Wir machen mal Glacial die Zone, glaube ich. Ich hab Bock auf Glacial. So, bekommt man... Ich glaube, ich muss den Chat muten, Leute. So geht das nicht. Also den Ingame-LOL-Chat, ne? Liebeserklärungen sind hier nicht unbedingt das, was ich kriegen sollte. Sonst kenne ich mindestens eine Person, die eifersüchtig wird. Okay, wie oft rüste ich meine PC-Hardware aus? Meine PC-Hardware ist jetzt schon seit einer Ewigkeit. Mein letztes Upgrade war während meiner Masterarbeit. Das war letztes Jahr, also 2018 im Februar. Da habe ich meine Grafikkarte aufgerüstet. Seither eigentlich nichts mehr. Ja, weil ist so. Ich kann euch nicht sagen, aber ich brauche halt nicht arg viel mehr. Ich habe im Endeffekt alles, was ich brauche, so. Und ja, das passt eigentlich soweit. Also, ja. Wenn ich was Neues brauche, dann rüste ich auf. Ansonsten rüste ich nicht auf. Und ich brauche eigentlich relativ selten was Neues. Oh, das Board ist hässlich, sorry, aber... Schwierig. Schwierig. Okay, machen wir weiter. Benutzt doch die Musik, die 100 Jahre alt ist. Dann wird die GEMA schon keinen Stress machen. Weiß nicht. 100 Jahre alte Musik ist meistens nicht so unbedingt meins. Ich bin nicht so der Klassik-Fan. Ich bin eher so Richtung Metal normalerweise, aber ich will keine Voice im Hintergrund haben, sprich nichts, was singt. Sprich, da bleibt dann so ein Genre wie Drum Bass zum Beispiel übrig, was ich auch ganz gerne noch privat höre. Aber es sollte nicht Dubstep sein. Dubstep mag ich nicht so sehr. Das gab eine Phase, da war Dubstep okay. Ja, wir haben sie alle gehabt. Wir geben sie zu, aber wir sind nicht stolz drauf, okay? Das ist einfach so. Hip-Hop ist auch nicht unbedingt meins, tut mir leid.
Hip-Hop war früher so ein bisschen, aber naja. Na, schwierig. Okay, so, was bauen wir denn? Was haben wir gesagt? Wir wollten Glacial, ne? Warum ist denn hier wieder nichts Glacial? Okay, das muss so passen. Habe ich Robotik-Vorlesung gehört? Jein. Ein bisschen. Ein bisschen Robotik hatte ich. Ich glaube, ich habe Robotik 1 gehört, aber nicht prüfen lassen. Klar, klar. Jetzt schon, ja, wirklich. Hextech, okay. Also Robotik war interessant, aber war für mich ein bisschen zu nah an der Hardware dran. Ich bin meistens eher seltener so nah an der Hardware dran. Und Robotik ist viel mit, welches Gelenk bewege ich in welche Richtung. Ja, schwierig. Zertifikate sind generell nicht nötig für irgendwas. Also du brauchst kein Zertifikat, aber es ist meistens ganz gut. Kann ich mal was anderes zocken? Ja, aber nicht heute. Wie gesagt, ich habe vor, auf meinem Zweitkanal vielleicht, also gebt mir da bitte, bitte Feedback darüber. Ich habe echt überlegt, ob ich zum Beispiel auf dem Zweitkanal Witcher 3 oder sowas zocke, weil ich Witcher 3 einfach liebe. Ja, das ist ein super geiles Game. Genauso Hellblade oder andere geile Spiele, sowas wie, keine Ahnung. Eben solche Sachen halt. Aber da kann ich währenddessen keine Fragen beantworten, deswegen heute soll es auch um Morphcon-Fragen oder sowas gehen. Ja, schwierig, was will ich denn? Bacchus natürlich. Okay. Namen und Prestige einer Universität für berechtigt. Ja, das ist schon berechtigt. Das ist nämlich, je nachdem, was für eine Prestige bzw. was für einen Namen deine Universität hat, ist eben auch quasi, was für Dozenten hast du dort, sprich, was für Vorlesungen hast du dort. Und der Professor ist quasi komplett alleine verantwortlich für die Vorlesung. Er kann sagen, ich mache jetzt Pentesting als Vorlesung, er kann aber auch sagen, ich mache jetzt Jura als Vorlesung, ja, im schlimmsten Falle. Und das ist beides quasi was du belegen kannst. Es muss klar davor sein, was es ist. Aber es ist natürlich trotzdem verantwortlich, oder im Endeffekt ist der Name und Prestige dafür verantwortlich, welcher Professor und wie gut der Professor dann auch ist, der an diese Uni geht. Also es ist schon nicht ohne, aber es ist nichts, was man sich nicht irgendwie auch erarbeiten könnte. Portal 2 Community Chambers, ja, könnte ich machen, aber dann, wie gesagt, kann ich nicht nebenher mit euch so intensiv reden, wie ich das jetzt gerade mache. Und deswegen versuche ich das gerade nicht zu machen, weil, wie gesagt, für die Portal 2 Community Test Chambers man sich auch ein bisschen konzentrieren muss. Was ich eigentlich hier auch müsste, aber zumindest nicht so arg gerade. So, ich wollte Glacial gehen, ne? Okay. Was genau habe ich im Bachelor und im Master gemacht? Im Bachelor, meine Bachelorarbeit war was mit Smart Home. Ich habe quasi für ein Altenheim so ein Anti-Wegrennsystem entwickelt, was dann die alten Leute, die einen Transponder in der Tasche hatten, quasi getrackt hat, wenn die abhauen wollen. Weil die das ganz gerne machen und dann nicht mehr zurückfinden, was echt fies ist. Sprich, ich habe versucht, denen zu sagen, dass sie, ja, dass sie eben jetzt nicht so abhauen sollen, vielleicht, im besten Fall. Das bringt uns nichts, ne? Ich dachte, das bringt uns Ranger. Hat das was gebracht? Ja, Ranger, sehr gut. Okay. Und im Master habe ich ein neuronales Netz gemacht, was im Endeffekt Pentests auf Webseiten gemacht hat. Dazu gibt es auch ein Video, das könnt ihr euch, oder das kannst du dir einfach gerne mal angucken. Es müsste in der Logger.log Playlist drin sein. Wie wird die Morphcon zeitlich ablaufen? Also es geht morgens um circa 9 los. Wir wollen dann um 10 so Vorstellungen machen, damit sich die Leute finden. Und dann sollte ich vielleicht noch einkaufen. Wir probieren nachher mal Dragon und Shapeshifter aus. Brauchen wir gerade nicht. Ranger. Wobei, das bringt nicht viel, ne? Na, egal, wir probieren es. Du bist... Ja, okay, die kann ich nachher rausschmeißen. So, dann wird quasi zusammen, also nachdem sich eben die Teams gefunden haben, alle wissen, was sie machen, fängt es quasi an, dann kann man bis Open End quasi einfach mitten in der Nacht noch irgendwas coden oder entwickeln oder sonst irgendwas machen. Ja, könnt ihr quasi alles machen, was ihr wollt. Und dann könnt ihr und dann könnt ihr quasi sagen, dass ihr irgendwann halt nicht mehr wollt und schlafen gehen wollt zum Beispiel, dann müsst ihr halt irgendwo hingehen zum Schlafen. Und dann am Sonntag kommt man einfach wieder irgendwann, wenn man Bock hat. Und ja, dann geht es bis Sonntag irgendwie nachmittags. Ich habe den Plan gerade leider nicht vor mir, deswegen weiß ich nicht, wie viel Uhr. Und dann kann man da... Varus, caste schneller.
Dann kann man sich da eben die Projekte noch von den anderen angucken. Die werden auch ein bisschen vorgestellt so. Kommt auch an natürlich, wie viele Projekte wir auch wirklich haben. Und ja, dann ist fertig. So in etwa. Also Sonntagabend ist dann quasi fertig. So. Ob ich dich ignoriere? Nein, ich habe dich nicht ignoriert. Ich habe tatsächlich einfach deine Frage nicht gesehen. Es tut mir leid, aber jetzt sehe ich gerade deine Frage schon nicht. Wo ist sie denn hin? Ich habe doch gerade gesehen, dass da irgendwas war. Okay, ein weiteres Spiel für zwischendurch wäre Ultimate Chicken Horse. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nie gehört. Das hört sich auf jeden Fall sehr komisch an. Aber hey, ich schaue es mir mal an, okay? Ob ich Krypto an der Uni als Fach hatte? Ja, sogar in... Oh, lass mich nachdenken. 5 Fächern. Es waren wirklich viele Punkte, die ich in Kryptographie hatte. Du kannst da quasi dir Fächer zusammenbauen. Also ich hatte nicht Kryptographie als Kryptographie, sondern ich hatte symmetrische Krypto, asymmetrische, digitale Signaturen, fortgeschrittene Verfahren und dann noch das Stammmodul Sicherheit, was quasi auch ein Großteil Kryptographie war. Ist eine Ausbildung zum Fachinformatiker vergleichbar mit dem Studium? Es geht in dieselbe Richtung. Also quasi als Fachinformatiker bist du halt eher praktisch nah dran. Das heißt, du hast mehr Praxis, du codest mehr. Und als Student oder als quasi, wenn du studiert hast, dann ist es halt eher so der auch noch Aspekt, dass du irgendwie organisierst, planst und in die Forschung rein kannst und dann halt auch solche Themen machst wie Security, wie Machine Learning. Das kannst du natürlich als Ausgebildeter auch machen, aber dann brauchst du halt quasi Zertifikate, die dir bescheinigen, dass du sowas kannst. Also du brauchst sie nicht, aber es macht es dir einfacher sozusagen, wenn du irgendwo rein willst. Ja. Macht es mehr Sinn, einen Texteditor wie Visual Studio Code zu verwenden, wenn ich viele verschiedene Projekte habe mit verschiedenen Sprachen, Uni-Arbeit oder privat? Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt nur meine Geschmacksrichtung quasi. Ich habe für fast jede Sprache meine eigene IDE, die ich dann auch meistens benutze. Und klar, ich habe auch für 2 Sprachen eine IDE zum Beispiel. Aber ja, das ist auch so eine, weiß nicht, das ist, glaube ich, Geschmackssache, ob du das so machen möchtest oder nicht. Kann man später kommen zur MOFCON? Ja, ihr könnt im Endeffekt kommen, wann ihr wollt, aber schreibt uns das am besten bei der Anmeldung per E-Mail. Das macht das Ganze einfacher. MOFCON hat Wi-Fi oder zumindest LAN. Und ja, wir haben eine 300 Mbit Anbindung, soweit ich das weiß. Allerdings wirst du die mit allen anderen teilen müssen. Das heißt, nein, nicht für alle den vollen Speed sozusagen, sondern halt alle teilen sich das Ding. Es gibt von IntelliJ auch eine IDE, die alles vereint, ne? Also wenn du Student bist oder sowas, dann kannst du das auch machen. Du brauchst dann nicht wirklich für jedes eine einzelne IDE haben. Wie gesagt, du kannst, aber du musst nicht. Das ist Geschmackssache. Kann man da auch als jemand, der nicht coden kann, kommen und mitmachen? Ja, wie gesagt, das Ganze ist auch eine LAN-Party im Endeffekt. Das heißt, du kannst kommen, wenn du einfach Bock hast mitzumachen. Du kannst auch einfach mal so zugucken quasi und einfach mal vielleicht dich ein bisschen einbringen, vielleicht bei der Konzeption oder sowas helfen, wenn du möchtest. Musst du aber natürlich nicht, also ja. Minecraft? Nee, Minecraft kann ich auch nicht nebenher spielen. Ich fall dann wirklich in Lava, ja. Ich fall dann in Lava, wenn ich Minecraft spielen würde, weil ich gucke jetzt auch schon wieder 50% gucke ich auf den Chat, weil ich einfach echt langsam lese. Und die anderen 50% versuche ich hier, es ist mehr als 50%, wo ich auf den Chat gucke. Aber ich versuche irgendwie hier quasi zu leben. Und ich will Draven. Auch wenn er nicht in mein Kit passt, aber es ist Draven. So. Wo findet man Infos zum MOFCON? Wenn du dich anmeldest, kriegst du Infos. Und zwar einen ganzen Haufen. Und ansonsten alles, was du brauchst, ist eigentlich in dem Video als quasi Ankündigung. Wenn du noch Fragen hast, dann frag jetzt. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Oder wenn ihr generell noch Fragen über die MorphCon habt oder sowas, einfach einen Kommentar schreiben. Ihr wisst doch, ich reagiere normalerweise auf Kommentare. Oder schreibt mir eine E-Mail. Oder schreibt uns eine E-Mail. Beim Anmeldeformular von der MorphCon gibt es auch eine E-Mail. Dann, was kann man noch machen? Man kann mir auf Discord schreiben. Man kann mir auf Facebook sogar schreiben. Selbst da antworte ich. Es dauert zwar ein bisschen, aber ich antworte auch da. Und dich will ich nicht. Ich mag eigentlich keine Kindheit. So. Wie viele Glacials habe ich denn? 2. Okay. Nee, Minecraft ist nicht gechillter als TFT. Du musst halt lesen nebenher, ne? Das heißt, das muss irgendwas automatisch passieren. Deswegen habe ich TFT ausgesucht.
könnte ich mal eine Serie machen, wo ich erkläre, wie bestimmte Programme funktionieren. Hast beispielsweise nie verstanden, wie Lavabit oder Hamachi funktioniert? Das ist auch eine interessante Idee. Kannst du mir eine E-Mail schicken, dass ich müsste es mir aufschreiben. Beziehungsweise es gibt eigentlich überall, in jedem Video, außer diesem Live-Video jetzt gerade, gibt es die Möglichkeit, dass du so einen Link anklickst. Das ist quasi ein Google Docs und dort kannst du mir Wünsche oder Serienwünsche oder sowas einfach eintragen. Du kannst es dort gerne eintragen. Das ist eine super Idee eigentlich. Was mache ich dann so auf der MorphCon? Zocken, Menschen kennenlernen, Wissen austauschen, coden. Ja, alles davon kannst du machen. Du kannst quasi machen, was du möchtest. So, wir wollten Glacial. Ah, Glacial. Ha, nice. Wir könnten eigentlich auch noch Elementalist nebenher machen, oder? Könnten wir? Tja, ist schwierig, ne? Haben wir halt den Ranger-Buff nicht mehr. Aber Varus ist cool. Ha, warte. Ah, Ash ist Glacial und Ranger. Ich bin boosted. Naja. Ist geplant, dass die MorphCon auch mal an andere Standorte kommt. Ja, ist definitiv geplant. Ich würde am liebsten die nächste MorphCon irgendwo in meine Gegend hierher verlegen. Und meine Gegend ist so um Freiburg. Alter, was war das für eine Varus-Ult? Und warum hat Varus dieses dämliche... Ah, verdammt. Ich hab... Fällt mir früh auf, ne? Das ist krass. Wenn Varus als erstes stirbt, haben wir eigentlich das Beste. Wenn Varus als letztes stirbt, haben wir das Schlechteste. Problem ist, dass Varus nicht als erstes sterben darf, weil er sonst einfach nicht mehr macht, ne? Macht er kein Damage mehr. Er ist Demon. Varus ist doch auch ein Demon. Demon. Okay, Ash, das brauche ich eigentlich gerade nicht. So, jetzt haben wir Ranger Buff. Bane kann weg. Die kann weiter nach vorne. Demon, ne, will ich nicht. Aber der ist Demon und Elementalist. Jetzt habe ich Demon, nice. So, bringt mir gegen die Wölfe zwar nicht viel, aber hey. Verraten nicht jemanden. MorphCon in Frankfurt, ja, das habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Frankfurt wäre... Alter! Okay, das war easy. Frankfurt ist eigentlich ein ziemlich guter Standort für alles so. Ein Spadula! Nice! Okay. So, jetzt müsste ich wissen, was das macht. Frozen Mallet, perfekt. Will ich haben. Wer von euch wird zum Frozen Mallet? Du kriegst Frozen Mallet. Ha! Glacial. Easy. Wir haben 5 Glacials. Leute, das wird frostig heute. So, was macht das? Wer auf Shojin macht Mana auf Basic Attacks, das machen wir doch auf Ash. So, und dann habe ich noch Rüstung, die kriegt Braum. Warum verteilst du deine Items so dumm? Weil ich dumm bin und nichts kann. Das ist gut. So. Okay, jetzt. Kann ich mir Visual Studio irgendwie kostenlos holen? Es gibt Visual Studio Code. Visual Studio Code kostet generell rein gar nicht. Und für Visual Studio gibt es eine Community Edition. Und wenn du Student bist, kriegst du es, glaube ich, auch fast gratis. Oder gratis. Oder es war mal so? Ich habe es auf jeden Fall mal eine halbe Ewigkeit lang gratis bekommen. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so. Die haben das irgendwann mal gestrichen, glaube ich. So, ich habe 72 Gold. Ich bin viel zu reich. Wenn es im echten Leben auch so wäre, ne? Haha. Wen habe ich verkauft, oder? Ja, wen habe ich verkauft? Nö. Nö. Ja. Der Braum wird noch Level 3, das sage ich euch. Ich hatte Elementalist noch übrig, ne? Das war doch so ein Ding, was ich überlegt hatte. Glacial. Verdammt. Ich brauche noch einen Glacial. Ich bräuchte Anivia. Anivia wäre Hammer. Anivia wäre wirklich der Burner. Der Freezer wohl eher, aber versteht der Freezer? Anivia. Hier haben wir noch einen Kern. Okay, du hattest mal nach Leuten gesucht, die Unreal Engine und so weiter können. Du meintest, dass du ein Projekt aufziehen wolltest. Darfst du verraten, worum es ging? Nee, mache ich nicht. Aktuell noch nicht, weil ich nicht weiß, was draus wird. Varus. Weil ich nicht weiß, was draus wird. Weil das immer so eine Sache ist bei Community-Projekten. Man weiß nicht, wie sie funktionieren. Und ich will halt den Leuten quasi auch die freie Option lassen, dass sie alles machen, was sie wollen.
Aber ja. So. Okay. Oh je, dein Deutsch, ja, meins ist noch viel schlimmer. Versucht mal gleichzeitig zu zocken, den Chat zu lesen und zu reden. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich verstehe jetzt, warum viele Leute gerne zu zweit streamen oder sowas, weil man sich da auch mal Zeit nehmen kann, selber zu lesen, ohne die ganze Zeit zu labern. Es ist wirklich Multitasking. Ich muss das lernen. Es tut mir leid, wenn ich das nicht gut kann. Aber ich glaube, das könnte besser werden. Also, wird hoffentlich besser. So, was haben wir hier? Okay. Könnte ich hieraus einen Mitschnitt machen für die Leute, die den Stream nicht schauen oder hören können? Ja gut, die Infos... Nee, pass auf, ich mach das so. Die Infos, die irgendwie relevant sind, die packe ich in die Beschreibung von dem Ankündigungsvideo, okay? Und mach dann noch einen Textpost draus. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. YouTube-Textposts sowieso. Wenn ihr irgendwie YouTube nicht meine Textposts anguckt, manchmal sind die gar nicht so unwichtig. Also einfach mal reingucken. Und wer nicht wusste, dass es auf YouTube Textposts gibt, guckt bei Discord oder bei Twitter. Da poste ich meistens was Ähnliches. Meistens. Nicht immer, meistens. Was will ich? Egal. Okay. Die kriegt der Brand. So. Ich bin neu hier. Was ist die MorphCon? Schau dir dazu einfach am besten das Video zu der Ankündigung von der MorphCon an. Du kannst einfach mal in meinen Kanal reinklicken und dort gibt es dann quasi mehr Infos. Verdammt, da wäre ein Brand gewesen. Ich bin boosted. Okay, du hast recht. Ja, ich bin wirklich boosted. Das brauche ich. Shit. Okay, wie kriege ich dich da rein? Warte, Poppy? Warum? Wer will... Hey! Mann! Du kriegst das. So, und jetzt will ich die da. Das ist nicht so cool, dass die einfach irgendwelche random Champions rausstellen dann. Das ist wirklich nicht cool. So, Brand, Ult. Okay. Sind da PCs da oder musst du einen mitbringen? Du musst einen PC mitbringen, ansonsten wird das schwierig. Programming Challenge in Java. Ich verstehe nicht ganz. Also, Programmieren ist normalerweise nicht so, man gegeneinander agiert, sondern miteinander. Plants vs. Zombies Battle von Neighborville. Ich kenne Plants vs. Zombies, allerdings kenne ich noch die alten Teile, quasi da, wo man wirklich Pflanzen noch setzen musste. Ich glaube, es gab doch zwischenzeitlich mal einen Shooter oder sowas. Ich habe beim Zweier, glaube ich, aufgehört. Das, was es auch noch als App gab, das habe ich tatsächlich gezockt. Das war ganz cool. War mal eigentlich ganz witzig. So, hey, die kriegen wir auch noch Level 3, komm schon. Kann nicht so schwer sein. Von euch. Doch, oh, Brand. Ja, was schmeiß ich raus? Okay. Wisst ihr, was das größte Problem bei TFT ist? Die größte Schwierigkeit ist, dass man hier nicht genug Felder offen hat. Ja, hier, das ist das Problem. Ich habe nur so wenig Leute, die ich da hinstellen kann. Und der Braum dodgt echt quasi alles, ne? Das ist richtig geil. Weil die Assassinen kritten ihn halt quasi einfach zu Tode. Das ist super cool. Aber ich werde trotzdem verlieren. Ich bin, glaube ich, gleich raus, ne? Ja, hat er recht. Bildschirme, ja gut, Laptop müsstest du halt mitbringen. Also Laptop quasi. Na, Laptop hat normalerweise einen Bildschirm dran, meistens. Du bist aus der Ankündigung nicht richtig schlau geworden, okay. Ja, dann überlege ich mir einfach nochmal, was alles relevante Infos sind und versuche das irgendwie zu posten als Textpost. Ja. Ja, ein bisschen überlebe ich noch. Ich bin ja nicht sofort tot. Hoffe ich. Hehe, hoffe ich. So, nicht wundern. Wie gesagt, ich hatte quasi noch kein Abendessen. Und versuche nebenher quasi meinen Smoothie zu schlürfen. Weil das was ist, was ich nebenher einigermaßen hinkriege. Oh, hä, warum ist das jetzt gedroppt?
da ist ein Item gedroppt. Nice. Das ist doch super für den Brand. Da ist noch ein Item gedroppt. Perfekt. Boah, so viel Gold. Alter. Ich habe 100 Gold! Ach du Scheiße. 106 Gold immer noch. Alter. Ich muss Gold loswerden. Also nicht, dass ich nicht gerne Gold habe, aber... das war dumm. Das war sogar ein bisschen arg dumm. Lass mich mal überlegen. Die kriege ich eh nicht mehr auf Level 3, ne? Okay, das machen wir raus. Die kriege ich vielleicht noch auf Level 3, wenn ich Glück habe. So. Ach, shit. Okay. So, wie lange programmiere ich schon? Seit ich... Ja, ich glaube, seit ich 40 bin. Seit ich 14 bin. Seit ich 40 bin. Also noch gar nicht. Nee, seit ich 14 bin, glaube ich zumindest. Und das sind dann, lass mich rechnen, 12 Jahre. Das ist echt lange. Ja, rollen sollte ich wirklich. Das ist eine verdammt gute Idee. So, ich würde jetzt aber eigentlich ganz gerne den Kennen reinstellen. Da habe ich nämlich Elementalist. Komm schon. Bring mich zurück. Aus. Wer bettelt sich denn da so ewig? Ah, danke. So, Cannon. Okay. Cannon machen wir dahin. Okay, so, jetzt haben wir den. Ach, den wollte ich... Ach, shit. Egal, wir nehmen ihn jetzt mal mit. Oh. Schwierig. Ja, schwierig. Sehr schwierig. Nicht unbedingt das, was ich wollte. Nein. Nehmen wir die halt doch mit. Nee. Raum. So, Raum Level 2 und zwar zweimal Level 2. Ich habe ihn immer noch nicht Level 3. So. Nee. Das ist noch eine Leona. Die wäre jetzt schon Level 2, ne? Just saying. Aber hey, ich bin dumm. Da ist ein Ken, der ist jetzt auch Level 2. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ging das jetzt gerade weg? Wusa. Ja, okay. Den kann ich auch nicht mitnehmen. Mann. Okay, ja. Ach, die kann ich auch nicht mitnehmen. Ja, ich habe zu viele Champions hier, die ich... Machen wir es lieber so. Seht ihr? Seht ihr? Deswegen. Ich wusste warum. Wir machen jetzt 6er Glacials und dann haben wir einfach nur permanente Stun-Chance. Und wir haben Elementalists, ja. So. Immer noch zu viel Gold. Ich antworte gleich wieder. Noch eine Sichuani. Ja, hui. Und einen Ken. Den Ken brauche ich. Die Sichuani nehmen wir auch mal mit. Aua. Das hat weh. Aber wir sind noch nicht in unserer finalen Form. Guck mal hier, ne? Ja. Oh shit. Schwierig. Wohl lieber, weil er das Item hat. Leute, weil er das Item hat. Deswegen. Okay, so. Mache ich mal einen Stream, wo ich was programmiere. Ja, habe ich vor. Aber ich wollte ein bisschen vorher reinkommen. Ich wollte vor allem mit euch... Oh. Da ist noch ein Cannon. Aber ich wollte Cannon gerade austauschen gegen Anivia eigentlich. Warte. Hey! Hör auf damit. Shit. So, jetzt. Stimmt das wieder. Ich habe doch hier noch Platz gehabt. Was ist denn das für ein Bug jetzt schon wieder? Das ist echt doof. Nehmen wir den mal mit. Okay. Ja, ich habe schon vor,
wieder mal ein bisschen zu coden, auch live zu coden. Was heißt wieder mal? Ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht. Allerdings ist es natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Und ja, das ging jetzt vor dem Umzug nicht, seit dem Umzug nicht, weil der Umzug einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich krieg das schon irgendwann mal hin. Oh, das wird nicht reichen. Oh, Varus. Oh, Varus, schneller. Ja, okay. Ja, gut. Nee. Okay. Schaue ich Anime hin und wieder mal, ja. Welche Elo bin ich? Ich bin unranked in TFT, weil ich, wie gesagt, seit es Ranked in TFT gibt, habe ich tatsächlich einfach kein TFT mehr gespielt, beziehungsweise fast kein LoL generell mehr gespielt. Deswegen bin ich unranked. So, jetzt muss ich Sejuani irgendwie aufs Feld kriegen. Dann sollte die Sache stimmen. Ja, ich habe sehr viel Geld und ich habe gerade sehr viel Geld rausgehauen. Aber dafür habe ich jetzt 6er Glacials. Und 6er Glacials sind ziemlich strong. Da ich jetzt nur noch 6 Leben habe, sollte ich das auch tatsächlich tun, glaube ich. Und das noch nicht ordnet schon mal. Aua. Oh, aua. Oh, aua. Hammer Freeze! OP! Ja? Freezen. Ich sag's euch. Freezen ist ziemlich stark, vor allem wenn man 6 davon hat. So, irgendwelche Tipps fürs Abi und fürs Studium? Ja, ne? Frühzeitig anfangen mit Lernen. Ich weiß, das sagt jeder, aber ich mach's tatsächlich ganz gerne selber. Und ich kann es auch echt nur empfehlen, weil du dadurch mehr Zeit hast. Also ich weiß nicht, was für ein Lerntyp du bist. Du musst einfach erstmal für dich selber rausfinden, was du für ein Lerntyp bist. Und wenn du weißt, was du für ein Lerntyp bist, dann kannst du damit auch relativ schnell und relativ einfach irgendwas hinbekommen. Sprich, du kannst so Sachen machen wie zum Beispiel mit Videos lernen, wenn du dafür zum Beispiel leichter zugänglich bist. Du kannst Sachen anderen erklären, wenn dir das hilft. Das hat mir sehr viel geholfen. Du kannst eine Zusammenfassung schreiben, die auswendig lernen. Solche Dinge. Also generell, ist das jetzt dein Ernst? Drache hat ein fucking Formmail. Wirklich, Drache? Wirklich? Das heißt, alles, was das jetzt gerade Drache angreift, tötet sich selber. Das ist uncool, Drache. Aber Drache ist zum Glück relativ freeze-anfällig. Deswegen easy. Ja, ne? Dornenpanzer. Und schwupps. So. Leona. Nee, ich glaube nicht. So. Ja, ich sollte das erstmal lassen. Wobei, ich habe nur noch 6 Leben. Ich muss da irgendwas machen. Ja, perfekt. Kriege ich das hin? Ne, das reicht nicht, ne? Shit. Oh. Der Varus ist immer noch nicht Level 3. Das ist ein Problem. Nee. Ja, nein. Okay, keine. Ciao. Die Ashe muss Level 2 werden. Das ist dringend. Da ist noch ein Varus. Krieg ich den Ken vielleicht sogar noch Level 3? Wer weiß. Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Okay, dann machen wir das nicht mehr. Hehe. Den nehmen wir mit. Ist der nämlich Level 2. Und dann nehmen Ashe. Perfekt. Das wollte ich. So. Und jetzt chillen wir erstmal wieder. Ist das Dota? Nein, welche Animes erstmal? Ich schaue aktuell Psycho Pass. Der ist auf Netflix drauf und er ist echt cool. Ich mag Cyberpunk, wie vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen hat. Und Psycho Pass ist eigentlich ziemlich cool, was das angeht. Kann ich echt empfehlen. Ich mag allerdings eigentlich den Stil von Anime nicht so sehr, sondern ich gucke es eigentlich ganz gerne. Also ich mag echte oder normale Serien eigentlich lieber. Aber ich finde, die Storys sind in Animes meistens sogar besser erzählt, als das, was momentan irgendwie Netflix und Co. als Realserie produzieren. Ist das Dota? Nein, es ist kein Dota. Das ist LOL oder League of Legends. Teamfight Tactics heißt das Ding. Das ist quasi ein spezieller Spielmodus. So, was ist ein TFT? Ein TFT ist ein Ableger von League of Legends, wie es da so schön steht. Das ist quasi... du musst
sozusagen hier dir Champions kaufen, die haben alle verschiedene Fähigkeiten, die synergieren miteinander, das ist das hier an der Seite, sprich Glacials, also das hier ist ein Glacial, ja, der hat die Eigenschaft Glacial, das ist einfach von dem Champion so, der hier auch, der hier auch, der hier auch und der jetzt auch, weil ich ihm das Item gegeben habe. Die zusammen sind 6 Stück Glacials, das heißt, jeder davon hat quasi 45% Chance, dass er einen Stun auslöst und das ist halt super geil. Aber es ist gar nicht so einfach, auf die 6 Glacials zu kommen. Dann hast du Gold, mit dem kannst du dir hier eben Champions kaufen. Manche kosten mehr, manche kosten weniger. Ich habe da unten zum Beispiel eine Kayle, die ist ziemlich stark, kostet aber 5 Gold. Was nicht viel ist in dem Sinne. Aber ja. Oh ja, ja, oh ja, es reicht. Oh mein Gott. Geil. Das war cool. Herrlich. Win that. Ich hoffe es doch. Ist ja cool. Ist ja ziemlich cool. So, lass mich mal. Fuck, das war knapp. Shit, jetzt muss ich den nehmen. Alles doof. Mal gucken, ob ich das gewinne. Ich weiß nicht, ob ich es gewinne. Das wäre dann der zweite Win in Folge, ne? Das wäre echt krass. So, Draven habe ich genommen. Das will ich gar nicht. Ich will ausnahmsweise mal keinen Draven. Ihr kennt mich, ich war früher Draven Main, ja. Ich bin's nicht mehr, weil Glacial ist jetzt angesagt, sondern Glacial ist unfassbar stark. Ich hätte ganz gerne Anivia Level 2, das wäre cool. Weil die ist auch gleichzeitig noch Elementalist, das heißt, ich kann hier quasi... Na? Das wäre echt sick. One-Trick-Pony. Ja, ich war früher wirklich ein One-Trick-Pony. So, es kommt sogar eine neue Staffel vom Psycho Pass. Ja, genau. Das ist ziemlich cool. Ich bin gerade noch in der ersten Staffel, aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Ich habe, glaube ich, noch 3 Folgen oder so. Die werde ich mir vielleicht morgen mal irgendwann geben. Ja, geil. Sieht gut aus. Leute, sieht gut aus. Shit, okay. Den brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich generell nichts mehr. Ich investiere mal hier. Das reicht nicht mehr, aber egal. So. AI wäre Richtung Softwaretechnik. Nee, eher nicht so sehr. AI ist echt eher in Richtung Konzeption von der KI. Sprich, du musst dich mit deinem Feld zwar gut auskennen, aber es ist auch sehr viel Datenverarbeitung. Also mit Softwaretechnik, das Deployment von der AI ist meistens Softwaretechnik ohne Ende. Ja, schade. Hat fast geklappt. Hat fast geklappt. Aber ich meine, hey komm, Zweiter. Zweiter ist geil, oder? Ja, war krass. War cool. Gutes Game. Gut gespielt, Leute. Na, hier. Da ist es. Ja, cool. Wie alle gewartet haben. Voll lieb. Dankeschön. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob jetzt noch jemand mitspielen möchte. Ich glaube, ich habe keine Request. Ich glaube, ihr könnt mir sogar einfach joinen. So, wie war das? Rewards. Nice. Okay. Ich gebe euch mal ganz kurz. Okay. Dann spielen wir noch eine Runde. Bar Windowf. Ja, Windows, aber wie gesagt, ich probiere hier gerade so ein bisschen rum. Zum Zocken ist Windows tatsächlich meistens besser. Und deswegen habe ich das da auch. Aber ich habe Windows so lange nicht hochgefahren, dass ich heute erstmal ein paar Stunden patchen musste, beziehungsweise gestern patchen musste, weil ich mich gestern schon auf den Stream vorbereitet habe. Ja, naja. Wie lange heute noch? Wie spät ist es denn? Es ist fast 9, um Himmels Willen. Sekunde. Dann würde ich sagen, noch ungefähr 1 Stunde bis 1,5. So, circa. Wenn ihr, also natürlich nur, wenn ihr Bock habt, ihr müsst nicht dabei bleiben. Es bleibt euch einfach frei zu gehen, ne? Aber wenn ihr Bock auf mehr Gaming habt, dann bitte schreibt mir das nochmal. Ich habe immer noch nicht gesehen, dass irgendjemand für Witcher 3 oder sowas wäre. Oder für andere Games, so. Was machen wir denn? Machen wir Glacial? Ne, machen wir nicht. Machen wir offensichtlich nicht. Shit, okay, probieren wir mal irgendwas random aus.
Mal gucken, was ich krieg. Ich krieg Lulu. Okay, das heißt, wir machen Yordle Sorcerer. Gucken wir mal. Assassin's Creed. Ich habe seit dem dritten Teil, den vierten habe ich noch angespielt, aber ich mochte ihn nicht. Aber ja, mehr TFT ist easy drin. Das Gute bei TFT ist, wie gesagt, ich kann euch da einfach, das wäre eine Infinity Edge, ich kann euch quasi einfach nebenher die Kommentare lesen und dann da schön drauf eingehen. Das ist gar nicht so schlecht. Heißt, Devera and all allies within 2 hexes in the same row gain plus 15% attack speed for the rest of combat. Das wäre gar nicht so scheiße, oder? Huh. Imperial Knight. Ich weiß nicht. Ja, doch, lass nochmal Draven One-Trick gehen hier. Okay, Watch Dogs. Watch Dogs habe ich den 1er gespielt, habe ich den 2er gespielt? Ja, ich habe den 2er auch gespielt. Ich mochte sie sogar beide. Und ja, ich weiß, es ist Klischee. Aber ich mochte den Artstyle tatsächlich von Watch Dogs ganz gerne. Das war halt alles so ein bisschen Cyberpunk. Das ist echt ein cooles Spiel gewesen. Also, ja, was heißt cooles Spiel? Das war ein gutes Spiel. Das war jetzt nicht der Bringer. Aber es war nicht schlecht. Haben wir mal wieder Glück gehabt mit den Item Drops hier. Achtung, Zynismus. Ja, ne? Garen. Noble Blade. Imperial, ne? Wenn ich Draven gehe, dann brauche ich Blade Master auch. Nehmen wir mit. Ist eingekauft. Okay. Warte, Moment. Knight, All Allies, war das nicht früher nur auf den Knights drauf, dass man Damage blockt? Das ist ja krass. Das ist ja übel stark. Hui. Weiß nicht. Imperial war schon immer super stark. Oh, what? Sie haben Noble geändert. Select Allies gain 50 Armor und 50 Magic Resistance und 25 Health on it. Das ist ja krass. Okay. Oh, ich habe Ash. Hey, schau mal, das ist auch noch ein Knight. Ich glaube, ich gehe mal Knights. Tschüss, Lulu. Probieren wir mal Knights aus. Oh, wobei, nee, das macht gerade keinen Sinn. Bringt mir keinen Bonus und Lulu hat ein Item. So, Minecraft. Echt jetzt? Ihr wollt wirklich, dass ich Minecraft streame? Wirklich Minecraft? Pong wäre geil. Pong im Sinne von... Oh. Oh, die ist ja auch Blade Master. Kaufen wir mal alles. Ja, Pong ist schwierig. Ich habe keine Ahnung, was Pong ist. Bitte schreib's mal ganz kurz rein. Wäre so feierlich. Ich habe halt keine Ahnung von Minecraft. Das wäre dann quasi wirklich... Ich habe in meinem Leben wortwörtlich einmal Minecraft gespielt. Also wirklich einmal rein und das war's. Und das war bei einem Kumpel. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Bin mir nicht sicher, ob das so sinnvoll wäre. Wobei, es wäre wahrscheinlich auch echt witzig. So, wir haben hier die Möglichkeit, eine Fiora reinzustellen. Das Schöne ist, dass hier ein Yordle ganz länger rumhängt. Okay, tschüss Lulu, du passt nicht in mein Kit. Dafür ist Shen. It is. Und dann haben wir hier Blade Master 2. So, die stellen wir nicht rein, weil sie einfach aktuell noch nicht geil ist. Den stellen wir rein. So. Okay. Mal gucken, was da passiert. Ach so, ich habe Items, ne? Die habe ich vergessen. Was macht das? Zekis, alles was Zekis, richtig. Ich habe quasi die Möglichkeit, einen Zekis und einen Infinity zu bauen. Bin mir nicht sicher, ob eins davon auch sinnvoll wäre. Mein erster Gaming-Stream, nein, nicht mein erster. Mein erster seit langem wieder mal. Modded Skyrim, nicht unbedingt meins. Beziehungsweise, was heißt nicht unbedingt meins? Ich habe Skyrim gespielt, aber ja, man verliert sich da relativ schnell in den Quests und ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt so geil. Okay, dann Minecraft. Ich behalte mir das mal im Kopf. Ja, das gucken wir mal. Ich verspreche dann noch rein gar nichts. Ich habe, wie gesagt, noch nie Minecraft gespielt und es war auch nie wirklich was für mich. Aber wir gucken mal. Ich sag nicht nein. Ja, was ist denn hier los, Mordekaiser? Bist OP?
Ah, das war der mit dem Mace, ne? So, stellen wir die Kamille rein. Dann haben wir schon mal fast Blade Master voll. Oder auf 2 von 3 zumindest. Gut. Irgendwelche Tipps, wie man es am besten durchs Infostudium schafft. Bestimmte Webseiten oder so. Ja, Wolfram Alpha. Kennst du... Einmal Wolfram Alpha bitte googeln. Das kann ich einfach nur wirklich jedem empfehlen. Das ist unfassbar wichtig, diese Seite. Vor allem, wenn du Mathe schaffen möchtest. Was habe ich noch für Webseiten benutzt? Wikipedia ist ziemlich gut. Und Google Scholar natürlich. Google Scholar ist auch wichtig. Welche kostenlose IDE würde ich für Python empfehlen? Wie das mit PyCharm? Das empfehle ich eigentlich immer. Minecraft mit der Community auf einem Server Survival. Okay. YouTube löscht deine Nachrichten. Das kann durchaus sein. Vor allem, wenn du Links postest oder sowas, dann kann das, ja, dann kann das wirklich passieren. So, wir wollten Blade Master gehen, ne? Schwierig. Ja, ich glaube, ich nehme wirklich den Shen, hast du recht. Ja, Shen. Wollt ihr mir gerade helfen irgendwie? Kann das sein? Das ist ja mega witzig. Einfach bei der Morpheus Community bleiben, das kann ich immer empfehlen. Ja, übrigens, TNT 2K, ich sehe gerade, dass YouTube wirklich deine Nachrichten sperrt. Ich sehe hier nur, wurde quasi gesperrt. Stimmt, Worms könnten wir auch mal zocken, das ist eigentlich eine coole Idee. So, jetzt wird erstmal abgegradet hier. Okay, ich kann immer noch einen Zekis bauen. Was macht das nochmal? 15% Attack Speed. Das wäre natürlich für Draven echt cool, wenn ich mir nachher Draven hole. Aber auf Draven wäre natürlich auch Infinity Edge geil. Schauen wir mal. Ist übrigens cool, dass sie das jetzt implementiert haben, endlich, dass man, wenn man 2 Items übereinander havert, dass man dann sieht, was draus rauskommt. Ja, das kann ich tatsächlich. Aber das sage ich jetzt hier nicht laut, weil... Ja. Psst. Weiß niemand. Ist auch gut so. Okay. So. Was wollten wir bauen? Wir wollten Blade Master. Vielleicht noch ein Hextech, wäre gar nicht so doof. Weil Hextech einfach echt stark ist. Es gibt jetzt nur 2 von, ne? 2 Hexradius. Okay. Gut, das ist auf jeden Fall nichts für uns. Dann warten wir einfach mal ab. Welchen Rang habe ich? Du meinst jetzt hier in TFT? Ich habe gar keinen Rang, weil ich heute das erste Mal wieder TFT spiele, seit es Ranked in TFT gibt. Ich habe nur davor gespielt. Gehst fast immer auf Assassin. Ja, ich weiß nicht, ich mag Assassin nicht so sehr. Sie sind stark, aber ich spiele Assassin einfach im normalen LoL sehr, sehr ungern. Beziehungsweise ich spiele AD Carry, das heißt Assassinen sind meine natürlichen Erzfeinde. Deswegen spiele ich ungern Assassin hier. Wobei, eigentlich spiele ich gar keinen Carry mehr. Eigentlich war ich früher Main Carry, mittlerweile eigentlich schon fast Support oder Mitte. Wird sich zeigen. Den Link zum Kryptik-Discord in die linke obere Ecke. Du kannst den Link zum Kryptik... Achso, du darfst ihn nicht posten, das ist schwierig. Ich kann leider hier schlecht raus gerade. Das ist das Problem. Das ist Glacial. Glacial wollten wir diesmal nicht. Noble wollten wir nicht. Das wollten wir alles nicht. Tja. Oh, muss man mittlerweile 2-mal upgraden. Das ist ja heftig. So, habe ich noch einen Blade Master von euch übrig? Ja, habe ich. Okay. Du bleibst nur dabei, wenn Minecraft gespielt wird. Halleluja. Deutsch. Deutsch ist schwierig. Weiß nicht. Dann weiß ich nicht, ob ich dich enttäuschen muss. Müssen wir mal gucken. Was hat das denn? Moment. Was macht die? Oh! Allies within range will prioritize attacking Camille's target. Das ist ja cool. Das heißt, ich habe quasi... Wenn Camille jemanden fokussiert, dann ist derjenige auch fast tot. Das ist ja geil.
So, was macht das? Das ist... Ah, Hextech Gunblade. Das ist quasi Healing, ne? Das ist eigentlich für mein... Oh, Morello. Ja, sorry, aber das muss sein. Garen und Morellos, ihr kennt es. Na? Oder kennt es vielleicht nicht. Mal schauen. Also auf meinem Zweitkanal habe ich mal ein Game gemacht. Da war Garen und Morellos Level 3 und das war einfach nur Beste, ja? Das war einfach GG very easy mit Garen auf Full Damage. Wie macht das eigentlich an Schaden? 702 Damage ist halt unfassbar viel. Das ist so viel. Hier, ne? Dem seine Keule macht 325, ja? Gut, der macht gar keinen. Okay. Was macht die? Die macht 250. Gut, und sie wehrt was ab. Und die stunt halt kurz. Aber Garen, ne? AOE-Damage 702. AOE. Ja, okay, er hat ein Item, aber trotzdem. Und das ist eigentlich ein Tank. Guck dir das an. Okay, der blockt. Aber guck dir das an. Tschu, 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 tschu. Hier. Und jetzt brennt sie auch noch. Schau, Wayne. Brutal. Einfach nur boosted. Busted. So, was halte ich vom Pentester beim BND? Musst du wissen, ob du das moralisch vereinen kannst. Oder vereinbaren kannst mit dir. Ja, ne? Ist schwierig. Ist schwierig. Also ich mach's nicht. Musst du wissen, ob du es magst oder nicht. Klar, bringt mir Minecraft bei, das ist vielleicht gar nicht so doof. Aber ich weiß nicht, ob es so interessant ist, mir zuzugucken, wie ich quasi bei Minecraft permanent versage. Deswegen. Ja, ne? Okay. So, jetzt zocken wir mal. Wie spät ist es denn? Ja, easy. 21 Uhr. Noch ein bisschen Zeit. Nice. Na? Hier? Ja? Garen. Ich sag's nur. Garen und Morellos. Beste. Und natürlich Draven, das ist aber klar. Also, das ist ja nichts Besonderes. So, wir haben 50 Gold. Das heißt, wir können es perfekt auswarten. Ich finde das immer noch interessant. Root Duration sind einfach 4 Sekunden. Cool. Ja, okay. Wir wollen nachher noch einen Draven haben. Der ist dann Blade Master und Imperial. Deswegen muss ich den hier nachher wieder reinkriegen. Aber dazu bräuchte ich meinen Darius auf Level 2. Sonst ist der einfach nur useless. Das heißt, ich brauche noch einen Darius. Oh. Die spielen alle Hextech. Warum? Na, siehst du, Garen. Jetzt hier, ne? Garen, einmal. Achso, ihr habt meine Hände nicht gesehen. Okay. Oh, das wird eng, das wird eng. Garen carried uns. Ah, musst ulten. Du musst ulten. Ah, verdammt. Okay. Okay, so. Jetzt haben wir hier... schwierig. Schwierig. Okay, welches Item möchte ich denn? Ich verrate das jetzt nicht im Chat, weil sonst kriege ich das Item nicht, weil ich hier mit 4 Leuten zusammenspiele. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so doof hier. So. Dann kann nämlich Garen früher ulten. Den brauchen wir. Und jetzt haben wir 60 Gold, das heißt, wir können anfangen zu rerollen. Oh, hey, Unleashed. Ja, ich kann nicht mehr sprechen. Es tut mir leid. So, was wollen wir bauen? Das ist die Frage, ne? Wir wollen... die ist auch Imperial, das wäre auch noch eine Idee. Eigentlich will ich Draven. Und dazu muss ich leveln. Das ist echt fies. Lass mal meinen Garen hier. Oh, nice. Okay.
Gut. So, was können wir damit bauen? Spear of Shojin. Aha. Ein Vorstellungsgespräch fürs duale Studium. Irgendwelche Tipps. Wissen, was du da in was du für eine Firma reingehst? Warum habe ich eine Ash? Moment. Wissen, in was du für eine Firma reingehst, damit du auch quasi was sagen kannst über diese Firma. Aber zusätzlich natürlich auch ein bisschen Ahnung haben von dem, also was sie tun und von dem Bereich, den du dann quasi übernehmen sollst. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ruhig bleiben. Nicht Panik oder sowas kriegen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil ich meine, du weißt ja, dass du es kannst. Sprich, du musst eigentlich nur ihnen zeigen, dass du es kannst. Wenn du aber nervös bist, dann kann es teilweise echt schwer werden. Oh. Uiuiui. Okay. Die haben sehr viele Knockups hier. Eins Bigus Digus hat sehr viele Knockups. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das öfters mal sage. Oder überhaupt mal sage. Aber... Komm schon, Morde, bitte, jetzt, beruhig dich. Okay, okay. Mordekaiser ist schlecht. Werde ich wohl entsorgen müssen, weil er nichts kann. Gucken wir mal. Ja. Da haben wir Darius. Das ist gut. Sehr gut. Okay, dann darf Mordekaiser als erstes sterben. Dann ist der quasi einfach Kanonenfutter, weil er viel aushält. Aber eben total beschissene Fähigkeit hat. Der macht aber auch recht wenig Schaden hier. 200 Damage. Das ist wenig. Wenn man sich mal Garen anguckt, ja. Ne? Okay. Wie kann man sich eine eigene E-Mail machen, also psycho@andreas.de? Gibt es allgemein E-Mail-Anbieter mit einem gewissen Maß an Anonymität? Fühle mich so abhängig von Google. Das Ding ist, wenn du so einen eigenen E-Mail-Anbieter haben willst, dann musst du einfach... Ach Gott, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich mag das nicht. Hör auf damit. Warum ist der nicht drin? Da musst du eigentlich das ganze Ding entweder selber hosten oder du musst dir quasi überlegen... oh, noch ein Morellus. Oder du musst es dir halt quasi hosten lassen, aber in beiden Fällen musst du quasi Geld dafür bezahlen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so unbedingt in deinem Sinn ist. Warte mal, was macht ein C4? Ja, nee. Ich glaube, ich mache echt einen C-Kist draus. Aber Infinity wäre halt schon cool darauf. Anonyme E-Mail-Anbieter kann ich dir vielleicht Proton Mail empfehlen. Die sind relativ anonym. So. Jetzt hätte ich ganz gerne hier... Oh! Nee. Ja, die nehmen wir mit. Nee. Ja, ja. Die haben wir auch, oder? Ja, die haben wir auch. Das ist nämlich ein Plate Master. So. Ah, Draven. Okay, wen von euch schmeiße ich raus? Mordekaiser ist unnötig. Let's do this. So. Draven. Was hast du für eine Crit-Chance? Crit-Chance, Crit-Chance. 25%. Infinity it is. So. Und dann, was macht das? Das macht Ionic Spark und das macht ein Hush. Was macht das? Ludens Echo. Okay, Ludens brauche ich nicht. Draven, Draven. Überlebe. Ja, seht ihr es? Draven. Ja, hier. Cool. Easy. Draven ist einfach nur GG. Der braucht keinen Morellus. Redemption auf Shen wäre gar nicht mal so verkehrt. Was ist das? C4, ne? Okay, nee, C4 brauche ich nicht. Ich brauche einen Redemption auf Shen. So, dann darf der mal mit dem tauschen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So. Wieso gibt es eigentlich so viele Kamils? Ist ja verrückt. Okay. So, was macht das? Ionic Spark. Wer von euch lebt wahrscheinlich am längsten? Oh
Machen wir es mal so. Aha. Mein Garen. Shen habe ich doch auch, oder? Ja, Shen habe ich auch. Nein, nein, Draven ist tot. Das ist nicht gut. Moment, hä? Ah, okay. Schwierig. Oh, 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 oh. Das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Nein, das reicht nicht. Na, das wird nicht reichen. Oder? Was? Ja, hui. Okay. Das hat nicht gereicht. Schade. Wir wollen Damage für Trophäen. Ja, einmal Anivia. So. Okay. Und dann können wir mit dem Attack Speed ihm irgendwie noch mehr Attack Speed geben. Zum Beispiel könnten wir ihm dann auch, wie heißt das Ding? Rapid Fire Cannon oder sowas geben. Ist natürlich perfekt. Noch ein Draven. Tschüss. Shit. Okay, ich habe einen Slot zu wenig. Ah, schwierig. Wen von euch möchte ich entsorgen? Ah, ich glaube die Kamelen, ne? Und der habe ich 2 auf 2. Ja, wobei, nee, der Shen habe ich noch. Garen habe ich halt immer noch nicht auf. Ja, ist schwierig. Okay. Okay, so ist okay. Ja, ja, ja. Seht ihr das? Der Shen ist wieder full life. Wobei das gerade ein Ghost-Match ist. Ich spiele gerade gegen den, der schon raus ist. Oder? Nee, bin ich nicht. Yuzi. Hä? Hier schon raus? Hä? Nee. Hä? Was? Okay. Ah ja, richtig. Dich habe ich rausgeschmissen. So, ich habe schon wieder 100 Gold. Ich glaube, ich muss noch was tun. So. Jetzt. Ja. Der muss da rein. Ich nehme mich noch nicht. Dann kaufen wir uns. Ne, kaufen wir nicht. Hat es doch gereicht? Achso, der ist nur Level 2 geworden. Nee. Ah, schade. Draven! Level 2. Jetzt wird gedraved. Warum nicht Mordekaiser weg? Ja, das ist eine gute Frage. Mordekaiser ist scheiße, ne? Naja, jetzt ist Mordekaiser drin. Jetzt bleibt Mordekaiser erstmal drin. Wobei ich ihn nicht mal bräuchte, ne? Das ist ein Phantom und ein Knight. Und Knights habe ich sowieso 3. Noch ein Draven! Oh mein Gott! Ja, krass. Ich habe Draven noch nicht Attack Speed gegeben. So. Jinx. Das brauche ich. Wobei, Darius kriege ich wahrscheinlich eh nicht mehr Level 3. Ja, gucken mal. Wir gucken mal. Das ist ein Phantom. Dann hätte ich noch Phantom Buff. Und er ist stark. Warum nicht? Komm. So, mein Shen ist Level 2. Ich habe einen weiteren Shen. Das heißt, den werde ich eh wahrscheinlich nicht mehr Level 3 kriegen. Jetzt gucken wir erstmal, was bei den Items rauskommt. Hast du schon mal überlegt, als nebenbei als Pentester zu arbeiten? Ja, tue ich tatsächlich sogar. Nikos Help. Place on a champion to create a one-star copy of them. Noch ein BF Sword. Was macht das? Sword of the Divine. 7% chance to gain 100% Crit Strike Chance for the rest of combat. Das wäre natürlich mit unserem Infinity Edge gar nicht so doof, ne? Machen wir mal. Achso, das geht nicht. Ja, Shen kriege ich wahrscheinlich eh nicht mehr voll. Das ist okay. Das ist okay. Darius auch nicht.
Eigentlich kann ich Shen dann noch verkaufen. So. Wegen Draven hier Level 3, ne? The Dream. Der stirbt als letztes. Meinst du, ich soll Mordekaiser gegen Kardus austauschen? Aber Mordekaiser ist halt Level 2, Kardus ist Level 1, wobei Kardus ist halt schon strong. Also halt, der ist halt richtig stark eigentlich. Wir probieren es mal. Ja, lass mal probieren. Mordekaiser gegen Kardus tauschen. Okay. So. Dann haben wir hier... Wobei, dann habe ich ja wieder keinen Fandom-Buff. Das ist ja Quatsch. Das ist ja komplett boosted. Der passt ja gar nicht rein. Das ist ja Fandom Sorcerer. Das macht ja keinen Sinn. Da kaufe ich mir lieber noch was anderes. Da kaufe ich mir lieber noch einen Hextech. Und hab dann... Ja, mal Y mit. Phantom ist stark. Ja, Phantom ist ziemlich stark. Aber dazu bräuchte ich auch Mordekaiser auf dem Feld. Stimmt, Jinx wäre Hextech. Ja, oder ich packe einfach Y einfach rein. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht so. Eine Internetseite zum Üben von SQL, weiß ich nicht. Ach stimmt, Fiora brauche ich eigentlich auch nicht mehr, ne? Lass mich mal gucken. Sehr lieb von euch, dass ihr mir so Tipps gebt, das ist echt. Okay. Ich habe schon wieder 100 Gold. Ich muss Geld ausgeben. Leute, ich muss Geld loswerden. So, Demon Blade Master würde noch zum Beispiel ganz gut reinpassen eigentlich. Wobei, nee, passt eigentlich nicht rein. Ich brauche jetzt noch einen Hextech. Für den nächsten Champion, den ich reinstelle. Und ansonsten sammle ich nur noch. Dann, wobei Fiora habe ich fast Level 3, ne? Ansonsten Fiora ist auch... Wobei, dann habe ich Hextech nicht mehr. Noble kriege ich eh nicht voll. Okay, dann schmeißen wir Fiora. Jetzt schauen wir mal. Alter, der Kardus Damage. Der Draven Damage. Ja, Wahnsinn. Krass. Okay. Nö. Ah, da war eine Fiora. Verdammt. Oh. Oh. Oh, ja, ich habe vergessen, dass da so viele Items dabei sind. Ja, hui. Das wäre schon ziemlich sick. Was ist die nächste Reihe auf meinem Channel? Ja, das habe ich vorhin schon gespoilert. Das wird wahrscheinlich Kotlin sein. So, jetzt, wie machen wir das? Ah. Die Fiora wäre halt wirklich fast Level 3, ne? Level 3 Fiora. Ah. Es tut dich wohl unterstehen. So. Jetzt. Puh. Morde statt Darius? Nee, kann ich nicht machen. Ich brauche den Imperial Buff. Sonst geht das nicht. Das ist schwierig. Ich habe schon wieder so viel Gold. Alter! Okay, puh. Wir chillen jetzt erstmal ganz kurz. Jawohl, Fiora Level 3. Easy. Und Garen. Nice. So, jetzt muss ich irgendwie noch einen Champion reinkriegen. So. Einfach mal instant volles Level gekauft. Kein Problem. Kein Problem. Da ist die Vi. Warte, die Vi habe ich vorhin verkauft. Verdammt. Shit, okay. Wir rollen. They see me rollen. They haten? Nee.
Nee. Jinx wäre... Oh, 2 Jinx. Ja, ne? Hier, Damage. Draven, Main, sage ich immer noch. Verkauft die Fiora, sie bringt ja auch Level 3 nichts. Aber es ist eine Level 3 Fiora. Wie lange spiele ich schon LoL? Oh je, ich habe, glaube ich, im ersten Semester angefangen. Ja, das kommt hin. Das heißt, ich spiele seit 2012 oder 13? Ich glaube, ich habe im zweiten Semester angefangen, dann war es 2013. Okay, wir gucken weiter. Wir wollen, was wollen wir? Demon Shapeshifter, Glacial. Die nehmen wir mit. Und ja, ich weiß, ich habe vorhin eine Camille verkauft. Aber wir investieren unser Gold, ja. Das ist alles. Das ging schnell. Was ist das denn? Hasch. Ist das ein fertiges Hasch? Oh, shit. Wer von euch hat das meiste Textspeed? Das war Textspeed 1,0. 0,5, 0,7, 0,65, 0,6, 0,6. Okay, dann kriegst du Fiora, weil die einfach die meiste Textspeed hat. So, hier wäre noch eine Vi. Brauchen wir nicht. Wie viel Textspeed hat eigentlich Draven? 0,92. Der hat nicht mal so viele Textspeed wie Fiora. Das ist sehr krass. Ah, jetzt hat er 2, gerade gehabt. Bumm. Ja, hui. Sorry. GG. Hey, das wäre das dritte Game in Folge, wo wir oder das ist das dritte Game in Folge, wo wir unter den Top 2 sind. Will ich immer gerade so anmerken, ja? Da sind wir wieder. Ja, wieder mal wir zwei, Yuzi. Ich sollte anfangen mit Ranked. Aber wahrscheinlich werde ich da erstmal hart versagen. Weil wahrscheinlich dort die Elo eine ganz andere ist. Nee. Warte, ich habe doch Knights. Wie viele Knights habe ich denn? 3. Dann habe ich 4er Knights. Okay, ich kann einen Blade Master kann ich rausnehmen. Einen. Dann mache ich lieber den Hextech Blade Master und die Camille nehme ich raus. Reperinho. Alter, Damage. 9000 Damage von Draven. Nur mal so, ne? 9000. Oh, stimmt, und 3er Noble habe ich auch noch. Wow. Okay, das ist nice. 3er Noble. 4er Knight. Das ist... Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Ich behalte sie mal. Vielleicht kriegen wir noch einen 8. voll. So, das brauchen wir nicht. Das ist echt so ein bisschen Sammelwut, das Spiel, ne? Sammeln, 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 sammeln. Shit, ich hätte schon lange einen Schein Level 3. Es kostet ja nichts, sie zu verkaufen, deswegen nehme ich sie mit. Oder? Kostet es was? Nee, kostet nichts. Da wäre die Jinx. Aber dann haben wir Hextech. Warte mal, das ist jetzt was ich ausprobieren will sogar. Oh, Items. Oh, Items. Oh, Items. Ist okay. Die Jinx kommt. Verdammt. Jinx ist weg. So viel zu Jinx. Schau. Das ist das letzte Game, ne, Yuzi? Also danach hat einer gewonnen und einer eben nicht. So, was macht das? Perfekt. Das heißt, ich kann jetzt mal meine Nikos Help probieren. Wie das. Ich habe noch nie ein Consumable benutzt hier. Mal gucken.
Ich habe immer noch 88 Gold. Will ich nur mal so sagen, ja. Erster Platz hier. 88 Gold. Ich gebe kein Gold mehr aus. 88. Gold. So. Und eine 10 Winstreak. So. Wir machen das jetzt auf Draven. Ah. Okay. Okay. So funktioniert also Nikos Help. Danke. Das habe ich ganz anders eingeschätzt. Aber GG. Ja, nice. Krass. GG. So, jetzt geht's wieder hier ein bisschen an die Kommentare. Das war ein schönes Game. Wann fängt die Streamer-Karriere auf Twitch an? Gestern. Nee, halt, stopp. Ich habe sogar einen Twitch-Account. Auf dem wurde sogar schon mal gestreamt. Aber nicht öffentlich. Also wahrscheinlich morgen. Nein, Spaß. Keine Ahnung. Twitch, ich weiß nicht. So, mit einem regelmäßigen Stream-Schedule, ich weiß nicht, ob ich den halten könnte. Wie gesagt, wenn ich eine Sache mache in meinem Beruf, dann mache ich eine andere Sache weniger. Sprich, wenn ich mehr streame, mache ich weniger News-Content oder weniger Twitter oder weniger auf dem Discord oder weniger andere Planungssachen, weniger Kooperationen oder sonst irgendwas, wisst ihr? Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, da regelmäßig wirklich zu streamen. So mal hin und wieder ist, glaube ich, ganz cool. Aber ja, welches Betriebssystem benutze ich und warum? Ich benutze Arch, weil es komplett, also in dem Fall ist es jetzt gerade Windows, aber ja, ne? Das ist jetzt nicht so wichtig, das benutze ich nur zum Zocken. Normalerweise habe ich Arch, weil ich da einfach alles drauf installieren kann, was ich möchte und nichts vorher schon vorgegeben ist. Also meine Oberfläche ist frei wählbar, Network Manager und so weiter und so fort. Ja, den Link könnte ich rauskopieren, aber ich bin auf Windows und da bin ich nicht drin. Das heißt, ich kann mir quasi den Link nicht richtig rauskopieren. Was? Minecraft? Achso, Minecraft wahrscheinlich. 3-mal Minecraft, 4-mal, 5-mal Minecraft, 6-mal, 6-mal. Also sehe ich das so, dass viele Leute wollen, dass ich Minecraft spiele. Leute, 7-mal. Ne, du hast schon einmal abgestimmt. Das zählt nicht. Dude! Mehr als einmal geht nicht. Minecraft größer TFT? Ja, jetzt sowieso nicht. Also heute machen wir nichts anderes mehr außer TFT. Das kann ich euch gleich verraten. Wir machen auch nicht mehr so lange. Wir machen noch eine halbe Stunde oder sowas. Einen halben Tag, wollte ich sagen. Gott im Himmel. Ja, eine halbe Stunde oder sowas. Dann bin ich auch echt durch. Weil ich, wie gesagt, auch schon heute Morgen wieder ordentlich was geleistet habe. Okay. TFT größer Minecraft. Wie gesagt, ist Geschmackssache. So, wir probieren jetzt mal. Ja, verdammt. Okay, dann probieren wir doch mal was Neues hier mit den Assassinen. So, Pike. Was halte ich von Bug-Bounty-Websites wie Hacker 101? Ja, viel natürlich. Ich meine, Bug-Bounties sind extrem cool. Weil die machen sozusagen... Ich meine, das sind quasi wirklich Plattformen, die sagen, hey, wir können dir anbieten, du machst Pentesting und wenn du quasi was findest, dann wirst du dafür belohnt. Und es ist auch zudem nicht illegal, ja? Da profitieren alle davon. Ich meine, der Pentester, der hat ja nicht nur Spaß dabei, der hat auch da wirklich Arbeit da drauf. Oh. Wie alt bin ich, was studiere ich? Ich studiere gar nicht mehr. Ich bin fertig im Studium und mache jetzt gerade das hier Fulltime, also nicht streamen, aber halt über Informatikzeug reden. Und mich darüber aufregen, dass hier keine Assassinen drin sind, wenn ich sie mal brauche. Wie alt bin ich? Ich bin aktuell noch 26. Mano. TFT ist bla. Kann ich so nicht unterschreiben. Tetris größer alles. Minecraft kleiner TFT, kleiner jedes andere Game. Also Minecraft ist das schlechteste, dann kommt TFT und dann kommt jedes andere Game. Ich glaube, du hast da was vertauscht. Ich glaube, du wolltest sagen, dass Minecraft das Beste ist, weil dafür hast du gerade vorhin gewotet.
Ah, hier, Assassin. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr auf Assassin. Der dabei. So. Bitteschön. Okay. Warum lohnt sich der Umstieg von Windows auf Arch Linux? Weil Windows einfach echt ein Rottsystem ist und du auf Arch Linux machen kannst, was du möchtest. Was du an Windows an Leistung hast, das hast du in Linux einfach quasi mal 2, ja. Oh, yes, der war One-Hit. Was ist denn da los? Also Windows ist einfach super, meiner Meinung nach, ineffizient. Es nervt einfach nur dieses Update-System von wegen, ja, ich muss hier jetzt quasi jedes einzelne Ding updaten und dann wieder updaten und dann muss ich noch meinen Browser starten, dann muss der Browser sich updaten, dann muss der Browser neu gestartet werden und ach, dann muss ja Windows noch neu gestartet werden und dann muss der Grafikkartentreiber noch separat installiert werden. Bei Linux hast du halt eine Paketverwaltung und da sagst du, und jetzt update ich alles, ja, alles, außer meine Steam-Spiele, die sind da nicht drin, aber alles andere. Jede Software, die quasi direkt über diesen Paketmanager installiert wurde und das ist quasi alles. So, ich wollte hier noch. Der ist doch Void, oder? Dann habe ich Void. Nee, ich brauche 3 Void. Hey, wir könnten doch mal Wild Shapeshifter gehen. Oder generell mal Shapeshifter Dragon. Mal gucken. Ungleichungen im Chat mathematisch lösen und zu beweisen. Oh. Ja. Ist der Wechsel zu Arch Linux einfach? Nein. Wenn du umsteigen möchtest von Windows, würde ich dir eher ein anderes System empfehlen. Das ist dann sowas wie Manjaro. Manjaro ist quasi ein Arch Linux, das einfacher zu handhaben ist. Weil schon zum Beispiel die grafische Oberfläche vorinstalliert ist. Das macht den Einstieg in Linux deutlich einfacher. Arch ist wirklich halt so ein bisschen die Keule. Also da habe sogar ich ein bisschen gebraucht, bis ich es zum ersten Mal installiert hatte, als ich es das erste Mal installiert habe. Aber ja, also Arch ist wirklich eine Keule. Würde ich nicht machen. Microsoft Office braucht keine Sau. Es gibt LibreOffice, das ist genauso gut. Sorry, aber ich weiß nicht, ich halte nicht so viel von den Microsoft-Produkten in dem Falle. Und wenn man sie doch mal braucht, dann kann man immer noch ein Windows im Dual-Boot haben oder ein Windows in der virtuellen Maschine. Shapeshifter. Shapeshifter. Oh, what? Davon gibt's jetzt. Clever. Welche Grafikkarte? Achso, welche Grafikkarte hat. Nee. Welche Grafikkarte habe ich? Die 1080 GTX. Würde ich behaupten, React ist ein Framework oder eine Library? Beides? Es ist eine Bibliothek für JavaScript, aber es ist gleichzeitig auch ein Modell, wie du entwickeln sollst. Eigentlich. Ja, wenn sich dein Windows 7 nicht updatet, dann ist meistens was kaputt. Sprich, du kriegst vielleicht keine Sicherheitsupdates mehr oder so, weil es nicht mehr unterstützt wird. Was ein bisschen schlecht ist, weil also Updates braucht man halt, ja. Wenn man nicht updaten kann, ist es scheiße. Weil das ist dann unsicher für alle Beteiligten. Vor allem für dich. Während, wenn du halt Updates installieren musst, wann auch immer Windows es dir vorschreibt, dann ist es halt auch nicht cool. Ja, stimmt. Statt Manjaro kann man auch Linux mitnehmen. Das ist beides gut. Ja, ich danke euch, dass ihr mir zuguckt. Also, weil sich hier gerade jemand bedankt hat. AI im Aktienhandel. Ich weiß, dass es AIs gibt, die versuchen es zu predikten, also was da gerade so passiert. Oh, da ist ein Pike. Aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit die wirklich erfolgreich sind. Oh, ups, und ich habe nicht aufgepasst. Egal, jetzt habe ich 2K6 drin. Ist okay. Kann man 2 Betriebssysteme installiert haben, dass man beim Hochfahren quasi entscheidet, was man gerade verwenden will? Ja, das nennt sich Dual Boot und kann auch mit mehr als 2 Betriebssystemen gemacht werden. Also ich hatte zum Beispiel eine Weile lang ein Linux Mint, ein Arch und ein Windows. Dann hatte ich mal eine Weile 2 Windows, dann hatte ich mal, also 2 Windows und ein Linux, dann hatte ich mal eine Weile, keine Ahnung, ich hatte so viele Systeme schon. Das kann man wunderbar machen. Da kannst du einfach auswählen, ich hätte jetzt ganz gerne das. Linux installiert sowieso normalerweise mehr als ein System. Zum Beispiel, es ist meistens noch was dabei, was quasi euren Speicher überprüfen kann. Was ihr dann auch starten könnt. Was will ich denn? Du Scheiße. Okay.
Und ja, das lohnt sich eigentlich schon wirklich. Also gerade Dual Boot ist wirklich gut. Allerdings musst du, wenn du Windows und Linux hast, musst du den Secure Boot, glaube ich, ausstellen. Beziehungsweise den Fast Boot musst du auf jeden Fall ausstellen. Weil Fast Boot ist quasi nicht mehr wirklich ein echtes Booten. Sondern, ja, es ist schon eigentlich noch ein echtes Booten, aber ja, es ist halt trotzdem Windows immer noch quasi da. Du kannst nichts anderes starten. Du kannst auch nicht, glaube ich, nichts installieren. Und ja, das ist... wenn du neu... übrigens, kleiner Trick. Wenn du den PC neu startest, ist es, als hättest du Fastboot nicht aktiv. Das ist ziemlich witzig. Arch Linux i3, Polybar, Rofi und Wayland, wirklich? Ich weiß nicht, ich mag meinen Cinnamon eigentlich ganz gerne. Ist Mac besser als Windows? Ich habe noch nie einen Mac gehabt und ich habe auch nicht vor, eins zu haben, ehrlich gesagt. Weil ich komme mit Mac meistens... Also ich habe schon mal welche benutzt von anderen Leuten quasi und ich bin da nicht so geil damit klargekommen. Aber gut, ich meine, das ist bei jedem System, wo du neu bist, der Fall. Ja. Warum kann man in Manjaro Sachen nicht mit apt-get installieren? Weil Manjaro seine eigene Paketverwaltung hat und das ist die Paketverwaltung von Arch. Die Paketverwaltung von Arch... Moment, ich brauche da was anderes rein. Jetzt kann ich hier Shapeshifter gehen, oder? Ne, ich brauche 3 Shapeshifter. Bäh. Mist. Okay, machen wir es so. Machen wir so. So. Okay, das ist okay. Und die Paketverwaltung von Manjaro ist Pacman. Beziehungsweise ich nutze immer Pacman. Pacman ist quasi das apt-get von Manjaro und von Arch. Ist halt eine andere Sparte. Es gibt quasi, es gibt nicht das Linux, es gibt Oberlinuxe, wenn du so möchtest. Und dann gibt es andere Linuxe, die auf diesen Oberlinuxen basieren. Also Android zum Beispiel ist ein Oberlinux, ja. Und dann gibt es halt noch Abkömmlinge von Android. Oder genauso Debian. Da gibt es Abkömmlinge von Debian. Und dann Ubuntu gibt es Abkömmlinge von Ubuntu, wobei Ubuntu selber ein Abkömmling ist. Und so ist es eben auch bei Arch. Arch basiert eben nicht auf Debian, sondern auf Arch. Arch ist Arch, ja. Oder Arch, wenn man möchte. Arch. Aber ich mag Arch nicht, sondern ich mag lieber Arch. Oder Arc, wenn ihr es auf Englisch haben wollt. So, den nehmen wir mit. Der ist auch einer. Ja, machen wir doch keinen Shapeshifter. Gehen wir wirklich Assassin. Ich bin schlecht in Assassin, das sage ich euch gleich. Wobei, aktuell sind wir im Mittelfeld, das ist okay. Ja, ist okay. macOS hat einen Unix-Kernel, also ähnlich wie Linux. Ja, schwierig. macOS hat einen Linux-Kernel, ja. Aber es ist trotzdem nicht wie Linux. Linux ist nochmal was Eigenes. Also es ist quasi nochmal sein eigenes Linux-Abkömmling, wenn ihr so wollt. Es ist quasi nochmal mehr unverwandt mit Linux, als Arch mit Debian zum Beispiel unverwandt ist, ja. Schon mal was von Elementary OS mitbekommen. Ja, ich habe darüber sogar schon ein Video gemacht. Warum hat der Jason Skin? Das ist ja witzig. Das ist ja krass, der Kerl. Einfach ein Skin. Okay, meins. Halt da hinten liegt doch noch was. So. Z ist drin, Evelyn ist drin. Verdammt. Madness lurks below. Tja. Schwierig. Jetzt könnte ich natürlich einen meiner Assassinen rausmachen, dann kriege ich nämlich hier den Hextech-Buff. Bam! Okay. So. Genau. Kernel hat nicht so viel mit dem Endbetriebssystem zu tun, da kann ich dir nur zustimmen. Also ist ganz cool, aber es basiert beides auf demselben, aber es ist sehr weit entfernt. Es ist im Endeffekt wie so viel wie deine Groß-Cousins mit dir zu tun haben, ja, vom Gen, ja, vom Genpool. Da ist so viel mehr andere Kram noch dabei. Welche Programmiersprache würde ich serverseitig nutzen? Kommt es auf das Projekt an, würde mittlerweile immer Ruby größer JS. Schwierig. Ich weiß nicht, es gibt sehr, sehr viele Sachen und meistens ist es eher so ein Ding, dass du dich fügst, was schon drin ist. Die brauchen wir definitiv nicht. Der hat doch eh viele Texte. Was macht das da? Oh.
Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich benutze für meine Sachen immer Flask, aber das ist definitiv nicht meine Empfehlung. Also Flask ist quasi Python. Das kann ich aber nicht empfehlen, weil das ist so, naja, Python ist halt Python, ne? Das ist halt eigentlich für Skripte gedacht, so keine riesigen Anwendungen. Und serverseitige Anwendungen sind schon mal größer. Das heißt, das würde ich nicht machen. Java benutzen viele Firmen. Mittlerweile benutzen aber auch sehr, sehr viele Firmen JavaScript. Also wirklich hier Node.js zum Beispiel. Weiß nicht, ob ich... ist halt echt Geschmackssache. Meistens hast du gar keine Wahl. Weil du halt einfach in das Projekt reinkommst und dann musst du da quasi vorhandenen Code erweitern. Ja, ne? Ich kann dir nicht wirklich was empfehlen. Es ist wirklich Geschmackssache. Es ist sehr viel Geschmackssache. Generell, was Code angeht, ist sehr viel Geschmackssache dabei. Da haben wir einen Shapeshifter. Beziehungsweise in Hextech. So. Ja, stimmt. OpenStack ist zum Beispiel in Python geschrieben. Das ist korrekt. Das heißt nicht, dass Python wirklich super geeignet ist für riesige Anwendungen. Also da finde ich halt zum Beispiel so Sachen wie Go oder Kotlin oder keine Ahnung. Java ist besser geeignet für riesige Anwendungen. Python ist aber trotzdem eine super Sprache. So zum Beispiel für Machine Learning oder so. Das ist wunderbar. Welche Sprache würde ich empfehlen, neben einer Umschulung zu erlernen? Evelyn im Shop, danke. Herrlich, ich danke euch. Bester Mann. Es kommt darauf an, was für eine Umschulung. Ich weiß nicht genau, was du da machen musst. Ich würde vielleicht echt, also wenn es deine erste Sprache ist, mach Python. Ansonsten mach das, was du brauchst. Java ist generell nie falsch. Kotlin ist auch immer eine gute Option. JavaScript ist sowieso mittlerweile weiter verbreitet, als ich mir jemals vorgestellt hätte. Und ich finde es auch nicht unbedingt gut, aber das ist auch Geschmackssache. TypeScript ist auch super. Also TypeScript ist quasi on top von JavaScript. Das kann man schon echt alles empfehlen. Aber, weiß nicht. Ist halt auch wieder viel Geschmackssache, was du da machen möchtest. So, jetzt muss ich mir kurz überlegen, was ich nehmen möchte. Textbild ist immer gut. Fachinformatiker zur Anwendungsentwicklung. Du machst eine Umschulung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Dann überleg dir, was du später an Anwendungen entwickeln möchtest. Wenn du im Bereich App-Entwicklung sein möchtest, dann schau dir mal Java oder Kotlin an. Wenn du im Bereich Serverentwicklung tätig sein möchtest oder generell Webentwicklung, schau dir JavaScript an. PHP ist da sogar noch teilweise eine Option. Also ein Freund von mir hat jetzt auch gerade erzählt, er lernt gerade oder er hat bei der Ausbildung PHP gelernt. Ja, also es ist wirklich, es gibt für alles Optionen, für alles. Aber ich meine, wenn du mal eine Sprache wirklich gelernt hast, dann ist es auch kein großes Ding mehr, zu sagen, ich schaue mich jetzt nach einer neuen Sprache um. Richtig. Textbeat. Warten wir noch. So. TypeScript ist doch sexy. Ja, TypeScript ist schon ziemlich sexy, das stimmt. TypeScript ist eigentlich ziemlich cool. Nö. Bist du der Einzige, der C als erste Sprache empfehlen würde? Ja. Ja, definitiv. C ist einfach nur echt Krebs. Nee. Also wirklich C, große Projekte schreiben in C ist einfach nur echt, boah. Hui. Man sagt ja so oft, PHP wäre tot. Was denkst du darüber? PHP ist nicht tot. Gerade durch so Sachen wie WordPress zum Beispiel bleibt PHP einfach wirklich am Leben. Z. PHP ist wichtig, weil es in vielen Betrieben nicht mehr wegzudenken ist, weil die nicht von WordPress zum Beispiel wegkommen. Und ja, es gibt wirklich viele Betriebe, die ihre super krasse WordPress-Anwendung oder sowas haben. Und die kommen da wirklich einfach nicht weg davon. Das heißt, die müssen PHP-Entwickler haben. Sprich, es gibt dafür auch wirklich einen Anwendungsfall. Und zwar einen ziemlich großen Anwendungsfall. Also, es ist definitiv nicht tot. Aber ich sage jetzt nicht, dass jemand, der sein neues Projekt quasi entwickelt, dass der mit PHP anfangen würde. Das glaube ich nicht. Dafür gibt es eigentlich andere Sprachen, die besser sind. Es gibt allerdings auch für PHP noch Anwendungen. Oh, jetzt sollte ich den reinstellen, ne?
So, es gibt auch für PHP noch Sachen, die das ganze Ding verbessern. Sowas wie Laravel oder Laravel, ich nenne es jetzt einfach Laravel. Das macht quasi APIs mit PHP und das ist eigentlich ziemlich stark. Also gerade weil halt APIs wirklich, na, die sind halt einfach da und die sind wichtig geworden. Und wenn man jetzt eben sagt, wir können das auch in PHP machen, dann ist es für die Entwickler auch echt eine Option. Also gerade so irgendwie zu sagen, okay, dann lerne ich jetzt halt PHP, weil ich da eben auch APIs mit erstellen kann, was eine moderne Variante ist und modern ist cool. Moment. Das macht Spell Power und das macht Attack Speed. Du hast doch Spell Power ohne Ende. Oder hast du Spell Power? Oh, die haben auch Damage. 350, 400. Du machst keine Spell Power. Ja, hui. Die machen alle Spell Power. Uff. Dann nehmen wir es den Pike. Dann ist der Pike overbufft und der ist fast Level 3. Fast. Haha. Zweimal Level 2 Pike, aber hey. Psst. Fast Level 3. Lasst mir meine Illusion, ja? So. Okay. Was war das? Oh mein Gott! Ist ja übel hem gegangen. Okay, bei JavaScript kommen... ja, bei JavaScript gibt es halt so viele Frameworks und Abwandlungen und drauf addieren und hier noch und da noch. Das kann ich auch wirklich... Es macht keinen Spaß, da reinzukommen, aber es wird halt einfach gebraucht, weil JavaScript an sich ist einfach eine ekelhafte Sprache, so von Grund auf, weil du halt... du kannst nicht so viel machen. Aber wenn du dann sagst, okay, ich benutze jetzt das Framework und das Framework und das Framework, dann hast du plötzlich sowas Mächtiges in der Hand, was einfach nicht mehr normal ist. Das ist schon echt krass. So. Assassine. Dann wollen wir noch, was wollen wir denn noch? Ich will eigentlich 6er Assassins haben. Oh. Ups. Warum ist denn der jetzt ein Dreier? War der vorher schon ein Dreier? Ja, lass uns mal gucken, aus was sie gemacht sind. Das ist korrekt. Es wird schwierig, wenn ich 6er Assassins haben will und dann noch zusätzlich 2 Hextech Shapeshifter habe. Ah, shit, vor allem gibt es mittlerweile 9er Assassins. Seid ihr wahnsinnig geworden? Wie soll man denn das schaffen? Boah. Okay. Wie kann man eigene Designs und Desktops für Linux entwickeln? Das ist super kompliziert. Es kommt mega auf deine Oberfläche drauf an. Also wenn du zum Beispiel Cinnamon hast, geht es komplett anders, wie wenn du jetzt I don't know warte mal, Demon Shapeshifter. Eigentlich könnte ich die mitnehmen, dann habe ich noch Demon und Shapeshifter fertig, oder? Shapeshifter? Demon habe ich auf jeden Fall dann. Weil 6er Assassins werde ich nicht schaffen. Genau. Wo war ich? Richtig, genau. Es ist super abhängig von dem, was du machen möchtest. Wir können da mal gerne eine Tutorial-Reihe dazu machen. Aber, ja, wir müssen mal gucken. Weil ich habe so viel schon geplant gerade. Da muss man echt mal schauen, was da so passiert. Okay. Wenn man viel mit Hardware macht, ist C++ schon the way to go. Ja, das stimmt schon. Oh, das war knapp, ey. Okay, ich habe die C++-Reihe so aufgebaut, dass du zuerst C machen musst. Ja, quasi, weil C wirklich die Grundlagen von C++ sind. Wenn du C kannst, oder wenn du C schon mal gemacht hast, fällt dir C++ auch deutlich leichter. Das ist einfach so. So, wen möchte ich denn? Ich weiß, was ich will. Den da will ich. Demon Shapeshifter. Die aktuelle Kryptowährungsserie findest du super, wie lange sie ungefähr geht. Es sind zwischen 60 und 70 Videos, ich bin mir aber nicht komplett sicher. Also nicht wirklich nur Vorstellung von einzelnen Kryptowährungen, sondern die komplette Investieren in Kryptowährungen-Reihe. Vorstellungen von Kryptowährungen sind aktuell nur so 10 bis 20 irgendwo da drin, also nicht allzu viele. Aber die kann ich natürlich dann einfach noch ergänzen, wo ich was brauche quasi. Das ist ja das Schöne. So, pass auf, du bist Demon Shapeshifter, du bist Demon Shapeshifter.
Dann schmeißen wir doch mal Camille raus. Haben plötzlich Demon. Ah, dann habe ich Hextech nicht mehr. Verdammt. Dann schmeißen wir... Warte, Evelyn ist gut, ne? Zed ist... Weiß nicht, Zed ist so mäßig. Machen wir das so. Dann habe ich Hextech. Habe ich Demon, habe Assassin. Und jetzt brauche ich noch einen Shapeshifter. Dieser eine Shapeshifter wäre... Die Nidalee oder die Evelyn. Mit Evelyn hätte ich dann sogar schon 3er Demons. Könnte ich vielleicht direkt einen Demon holen. Ja, dann gehen wir doch mal ein Set raus. Ciao, Set. So. Ja, stimmt, ich habe wieder zu viel Gold. Du hast recht. Ich brauche ganz kurz, Leute, dann antworte ich wieder auf alle Kommentare. Evelyn ist kein Shapeshifter hier, ich weiß. Elise meinte ich. Den nehmen wir trotzdem mit. Hab ich den? Ah. Nee, ich baue keinen Rengar. Wobei, Rengar statt Kha'Zix. Ich glaube, Rengar statt Kha'Zix. So. Rengar statt Kha'Zix ist es. So. Was kann der? Ja, hui. Das war ein krasser Sound. Demon Ranger. Ne. Demon Sorcerer. Ah, ich habe eh schon zu viele Champions, die ich reinstellen möchte. Warte, ging das nur auf Assassin? Ah ja, das geht nur auf die Assassinen. Das heißt, wenn ich mehr Assassinen habe, ist das eigentlich immer gut. Oh, nice. Das war ein guter Trade. So, kannst du mal wieder Coding-Challenges machen? Ja, Story zu den Code... kann man was spenden? Die Frage lässt sich einfacher beantworten. Ja, Patreon kannst du machen. Link ist unter jedem normalen Video. Ganz gerne. Freue ich mich natürlich immer mega. Hilft mir super. Und ja, wäre cool. So, jetzt verdammt. Die Story hinter den Challenges. Ich wollte eigentlich schon lange mal wieder Challenges machen. Wir machen das mal hier so. So. Und zwar Challenges habe ich eigentlich schon gerne, oder mache ich sehr gerne, mache ich sehr viele eigentlich auch sehr gerne. Problem ist natürlich, A, sind die Challenges aufwendig, das heißt, ich mache nicht ganz so viel, ich kann nicht jeden Tag eine Challenge machen, aber das ist nicht das Problem, was ich aktuell habe. Das Problem ist, aktuell ist das Challenge-Interface broken und ich habe tatsächlich keine Zeit, es zu reparieren. Alter, das war geil von den Items. Sprich, ich schaue irgendwie aktuell, dass ich oder ich habe das an jemanden aus der Community ausgelagert. Sozusagen, ich habe ihn gefragt, ob er das machen möchte und er hat gesagt, jo, mach da. Und dann habe ich gedacht, okay, geil. Oh, Ginsos. Oder? Oder? Ja, gib mir kurz. Okay. Nein! Oh, ich muss Eve kaufen. Okay, Johnny da. So. Okay. So. Und ja, jetzt ist halt das Challenge-Interface aktuell broken. Das heißt, ich habe einfach keine Zeit, es zu reparieren gerade. Und was ich jetzt gerade machen möchte, ist, ich möchte eigentlich die Links zu den Challenges wieder ohne das Challenge-Interface verfügbar machen. Und dann, sobald eben das Challenge-Interface wieder verfügbar ist, möchte ich euch da wieder mehr Challenges natürlich geben. Ja, das ist so der Plan und das, weiß nicht, ich hoffe, dass ich das hinkriege, möglichst bald. Aber selbst das braucht halt extrem viel Zeit und ich habe gerade relativ viel zu tun. So auch noch mit dem Umzug ist immer noch sehr viel. Auch wenn man es nicht glaubt, so ein Ding zieht sich extrem hin. Bin schon 1,5 Monate in dieser Wohnung hier und Pike. Nice, Level 3 Pike. Und, ja, ne? Ist nicht so einfach. So, Camille brauche ich auch. Habe ich davon eigentlich mehr als eine? Eigentlich nicht. Wild Shapeshifter. Ja, das hätte ich natürlich machen können hier. Machen wir jetzt aber nicht mehr, das reicht nicht mehr.
Ich sagte nein, Shyvana. Wir machen das nicht. So. Ja. Jetzt lass uns mal kurz gucken. Oh, das wird eng. Ich werde wahrscheinlich rausfliegen. Ich bin zu langsam. Es tut mir leid, ich habe gerade wieder zu viel in den Kommentaren oder im Chat gelesen. Und... Oh, das reicht sogar noch. Krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Heftig. Cool. Nice. Okay, okay, super. So, jetzt muss ich gucken. Jetzt habe ich nämlich hier 3 Demons. 3 Shapeshifter, 3 Assassinen. Wie viele kann ich reinstellen? So. Evelyn habe ich drin. Dann machen wir noch. Halt, die ist auch schon drin. Den nehmen wir auch noch mit. Shit. Zeit rennt. I'm so slow. Das wird nichts bringen. Halt, den nehmen wir auch mit. Okay, Leute. Das wird eng. Wir geben noch ganz schnell jemandem ein Item. Dem da zum Beispiel. Was macht das? Ne. Ja, das würde ich eigentlich nicht auf ihm haben. So, okay, okay, okay. Hui. Warum hatten der 2 Frozen Hearts? Alter. Das ist ja heftig. Ich wusste gar nicht, dass man die stacken kann. Ich lebe noch. Man kommt endlich etwas über Docker. Über Docker habe ich eine Serie gemacht, die ist... Oh, shit. Ich muss picken, ich muss picken, ich muss picken. Über Docker habe ich was gemacht. Die Serie ist für meine Patreon-Supporter schon draußen. Das heißt, wenn du mir was spendest, kannst du dir quasi die Serie angucken. Für YouTube bringe ich jeden Tag genau ein Video raus, weil ich einfach viele Tage überhaupt nicht zum Aufnehmen komme. Das heißt, ich brauche einfach was in der Hinterhand sozusagen. Und das heißt, ich muss mich da immer quasi auf die Sachen, die ich schon lange habe, verlassen. Sprich, ich kann nicht einfach sagen, ich hau sofort alles raus. Ja, genau. So, welche Elo bin ich in TFT? Ich bin unranked, weil ich noch nie TFT gespielt habe. Seit es Rank gibt. Und das ist jetzt auch gerade kein Rank, weil ich nicht mal mehr Twisted Fate kannte. Deswegen wollte ich keinen Rank spielen. Außerdem gucke ich mehr auf den Chat, als dass ich irgendwas anderes tue. Shit, das wird nicht reichen, ne? Was bringt mir das denn? Alter, 3. 3 Level 3er, einer mit 3 Items. 0 Items. Alter, das ist so OP. What the fuck? Das ist einfach nicht mehr okay. Dieses Cursed Blade ist gemein und dieses Hextech ist auch echt gemein. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich schon echt leid. Diese Combo. Das ist nicht fair. So, was kann die denn? Wenn ich jetzt auf mein Board gucken könnte, das wäre echt cool. Wenn man schneller gewinnt, dann sollte man auch schneller auf sein Board gucken können. Das wäre schon echt nice. So. Okay. Ich würde gerne Jace. Ja, das macht keinen Sinn. Was? Ne? Hier. Ist schon echt broken. So, jetzt warte, jetzt geben wir das noch jemandem. Ja. Oh wow, wie viele Champions sind das? Ist das 9? Das ist nicht. Alter. Cursed Blade ist echt stark geworden. Halleluja. So, Drache erstmal. Krass. 1 HP. Ich gucke gleich wieder in den Chat rein. Ich muss jetzt hier nur ganz kurz schauen, dass wir nicht rausfliegen. Die kaufen wir mal. So, jetzt müssen wir überlegen. Demon Shapeshifter. Shit. Eine brauche ich noch.
Die brauche ich doch eigentlich nicht. Was macht denn die weiter? Drache hat kein Item mehr. Oh, wow. Okay, was ist das? Oh, oh, Healing. Nice. So, wer von euch braucht Healing? Offensichtlich Rengar. Oder? Wie wär's mit dem da? Der mag doch Healing so oder so schon. So, und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt machen wir das auf die Camille drauf. Haben wir nämlich ein Level 3 Camille. Und dann haben wir noch hier das da. Ja, shit, dann hätte ich Elise Level 3 gehabt. Das wäre cooler gewesen. Schade. Seht ihr? Das meine ich. Nachdenken muss man. Ist nicht jedermanns Stärke, meine ist es nicht. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Das ist geil. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ah, shit. Der Warwick. Ist ja irre tanky. So. Hexe ich auf Swain? Ja, habe ich gemacht. Ja, schade. Okay. War trotzdem ein gutes Game. Ist ein Dritter geworden. Ist doch okay, oder? Wir waren jedes Mal in den Top 4. Also, ich find's okay. So, Leute. Es ist 10. Ich bin echt K.O. War ein langer Tag. Hat mich aber gefreut, dass so viele Leute da waren. Wenn ihr noch Fragen habt zu speziell MorphCon, dann schreibt mir bitte. Ihr habt so viele Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Zögert auch nicht, mir eine E-Mail oder sowas zu schreiben. Einfach im YouTube-Impressum reingucken. Ihr könnt auf Discord mir schreiben. Unten in den Links ist jeweils unten in der Beschreibung ist jeweils ein Link zu Discord. Ihr könnt mich auf so viele Arten und Weisen kontaktieren. Und ja, da ist quasi immer die Möglichkeit da. Und ich werde einen Textpost verfassen mit allen Sachen, die gefragt wurden. Ich versuche das morgen zu machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Sodass ihr dann quasi auch echt alle Informationen habt. Es findet in Berlin statt am 28. und 29. Das kann ich noch mal kurz sagen. Und ja, das war's von meiner Seite. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.